Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1: Da ist etwas in dir, das schwer zu erklären ist. Die Wunder des Universums waren schon immer eine Quelle der Inspiration und Ehrfurcht. Der klare blaue Himmel, die atemberaubenden Farben eines Sonnenaufgangs oder Sonnenuntergangs, die unendliche Sternennacht, der beruhigende Duft eines Waldes, die Schönheit einer blühenden Blume oder die endlose Weite des Ozeans, all diese Wunder der Natur erfüllen uns mit Staunen. Doch noch inspirierender ist der Fortschritt einer edlen menschlichen Seele, die nach immer höheren Ebenen der Tugend und Perfektion strebt. Wenn wir über eine solche Reise nachdenken, kann sie in unseren Gedanken Samen des Guten pflanzen, die uns ermutigen zu wachsen und uns zu verbessern. Sie zeigt uns, was die Menschheit erreichen kann und was wir werden könnten, wenn wir sowohl den Willen zum Streben als auch die Liebe zum Guten haben. In der Antike verglichen die Menschen oft große und tugendhafte Persönlichkeiten mit Sternen. Wie Sterne steigen diese außergewöhnlichen Menschen in ihrer Strahlkraft auf, durchdringen die Wolken und Hindernisse ihrer Zeit und bleiben sichtbar, um als Wegweiser für zukünftige Generationen zu dienen. Diese Geschichte lädt sie ein, von einem solchen Stern zu lernen, einer Persönlichkeit, die als Beispiel für Charakter und Durchhaltevermögen leuchtet. Dieser Stern ging in den Wäldern von Virginia am 22. Februar 1732 auf, als George Washington geboren wurde. Als Kind spielte George im Schatten hoher Bäume, schnitzte sein erstes hölzernes Pferd und wurde von seiner Betreuerin unterhalten, die Vögel mit Brotkrumen fütterte, um ihn zu amüsieren. Diese einfachen, frühen Momente waren der Anfang eines Lebens, das die Geschichte tiefgreifend prägen sollte. Georges Vater, Augustin Washington, war ein Pflanzer englischer Abstammung. Die Familie Washington war nach Amerika ausgewandert, als das Land noch von weiten Wäldern und einheimischen Stämmen dominiert wurde. Zu dieser Zeit waren die zukünftigen Vereinigten Staaten ein wildes, ungezähmtes Gebiet, bedeckt von dichten Wäldern, Sümpfen und grasbewachsenen Ebenen. Das Haus der Familie Washington, das am Ostufer des Rappahannock-Flusses lag, war ein Ort des Glaubens, harter Arbeit und der Integrität. George hatte das Glück, in einer solchen Umgebung aufzuwachsen, umgeben von starken moralischen Vorbildern. Natürlich kann selbst die beste Erziehung keine Tugend garantieren. Es erfordert persönlichen Willen und ständige Anstrengung, das Richtige zu tun. Dennoch bietet das Aufwachsen in einem Zuhause, in dem das Gute gelebt wird, eine starke Grundlage. Wer trotz solcher Vorteile ins Unrecht abgleitet, trägt eine noch größere Verantwortung für seine Entscheidungen. George Washingtons Weg von diesen bescheidenen Anfängen zu wahrer Größe bietet uns allen wertvolle Lektionen. Es ist eine Geschichte von Charakter, Entschlossenheit und dem Potenzial, das in jedem von uns steckt, um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Zur damaligen Zeit lebten die englischen Siedler in Virginia verstreut in den Wäldern, hatten aber begonnen, Gemeinschaften mit Kirchen und einfachen Schulen zu bilden. Diese Schulen konzentrierten sich auf grundlegende Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen, die von den meisten Familien als ausreichend angesehen wurden. Wohlhabendere Pflanzer schickten ihre Söhne oft nach England, um eine weiterführende Ausbildung zu erhalten. Lawrence Washington, Georges ältester Stiefbruder, war einer dieser Glücklichen. 14 Jahre älter als George reiste Lawrence nach England, als George noch ein Säugling war, und kehrte als gut gebildeter junger Mann zurück, als George 8 Jahre alt war. Lawrences Rückkehr war ein bedeutendes Ereignis für die Familie. Seine gepflegten Manieren und seine Bildung beeindruckten alle, und der junge George bewunderte ihn zutiefst. Lawrence wiederum nahm eine väterliche Rolle gegenüber George ein
und förderte eine enge Bindung gegenseitiger Zuneigung. George' Vater Augustin plante nicht, einen weiteren Sohn nach England zur Schule zu schicken. Er war der Meinung, dass Lawrence als Ältester dazu bestimmt war, die Familie zu führen und bereits die dafür notwendige Ausbildung erhalten hatte. Stattdessen besuchte George die örtliche Pfarrschule. Dort arbeitete er fleißig, beherrschte seine Lektionen und legte den Grundstein für die Selbstbildung, die er später verfolgen würde. Schon als Kind fiel George durch seine Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit auf. Seine erhaltenen Schulhefte zeigen seine ordentliche Handschrift, ein Spiegelbild seiner sorgfältigen und überlegten Natur. Ob er lernte oder zu Hause Aufgaben erledigte, George gab immer sein Bestes, egal wie unbedeutend die Aufgabe erschien. Damals erkannte George wahrscheinlich nicht den tieferen Wert seiner harten Arbeit. Für ihn war es einfach ein Pflichtbewusstsein und der Wunsch, das Richtige zu tun. Doch diese Gewohnheit, selbst in kleinen Dingen nach Exzellenz zu streben, wurde zu einem Grundpfeiler seines Charakters und formte seine innere Stärke und Disziplin. George zeigte schon in jungen Jahren einen ausgeprägten moralischen Kompass und ein Gespür für Gerechtigkeit. Obwohl er eine leidenschaftliche Natur und ein hitziges Temperament hatte, bemühte er sich bewusst, dies durch Willenskraft und Nachdenken zu kontrollieren. Seine Schulkameraden suchten ihn oft auf, um Streitigkeiten zu schlichten, da sie auf seine Fairness und Integrität vertrauten. Selbst wenn er im Unrecht war, zeigte George die Demut, seine Fehler einzugestehen. Für ihn zählte Gerechtigkeit immer mehr als persönlicher Stolz. Georges militärisches Talent begann ebenfalls schon in seiner Kindheit sichtbar zu werden. Mut und Führungsstärke lagen in seiner Familie. Mehrere seiner Vorfahren waren bemerkenswerte Krieger, die sogar für ihre Verdienste zum Ritter geschlagen wurden. Sein Stiefbruder Lawrence teilte diesen kämpferischen Geist und erhielt bald die Gelegenheit, als Soldat zu dienen. Zu dieser Zeit litt der britische Handel in der Karibik unter den Angriffen spanischer Piraten. Als Reaktion startete England eine militärische Kampagne und auch Virginie wurden zum Dienst aufgerufen. Lawrence meldete sich freiwillig und erhielt ein Kapitänspatent. Die Aufregung über Lawrences militärische Vorbereitungen erfüllte das Haus der Washingtons. Der junge George war fasziniert und beobachtete, wie sich sein Bruder für den Kampf ausrüstete. Die Geschichten über spanische Piraten und die Tapferkeit seiner eigenen Vorfahren beflügelten seine Fantasie. Er bewunderte Lawrences glänzendes Schwert und erklärte, dass auch er eines Tages sein Land verteidigen würde. Als Lawrence aufbrach, wartete George sehnsüchtig auf seine Briefe, insbesondere auf diejenigen, die seine militärischen Abenteuer beschrieben. Diese Erzählungen nährten seine Träume von Heldentaten und prägten sein Verständnis davon, was es bedeutete, zu dienen und zu führen. Georges' jugendliche Fantasie, genährt von seinen Erfahrungen und den Geschichten, die er hörte, fand natürlich Ausdruck in seinem Spiel. Statt typischer Spiele wie Ballspielen veranstalteten George und seine Freunde Kriegsspiele. Er organisierte sie in Scheinarmeen, plante Schlachten und leitete militärische Übungen. George bestimmte die Rollen und Verantwortlichkeiten und keiner seiner Freunde stellte seine selbsternannte Führungsrolle in Frage. Was wie bloßes Spiel wirkte, war, ohne dass er es wusste, eine Vorbereitung auf das Leben, das er später führen würde. So wie er einst der Gesetzgeber seines kleinen Kreises war, übernahm er nun die Rolle eines Kommandanten. Getreu seinem Charakter ging George diese Spiele mit Ernsthaftigkeit und Hingabe an. Er trainierte körperliche Fähigkeiten wie Laufen, Springen, Ringen und Werfen, entschlossen, nicht nur dem Namen nach der Anführer zu sein, sondern auch der fähigste unter seinen Altersgenossen. Als Lawrence nach seiner Teilnahme an der Belagerung von Cartagena in der Karibik nach Hause zurückkehrte, lauschte George gespannt den Geschichten seines Bruders über die Schlacht. Lawrences Erzählungen nährten Georges Faszination für das Militärleben nur noch mehr.
Inspiriert von George' Begeisterung und natürlicher Begabung schlug Lawrence einen kühnen Plan vor. Sobald George 14 Jahre alt würde, sollte er als Seekadett zur englischen Marine gehen. Die Familie überlegte den Vorschlag ernsthaft und George war begeistert. Doch Lawrences militärische Ambitionen traten in den Hintergrund, als er sich in Anne Fairfax verliebte, die Tochter eines wohlhabenden und angesehenen Pflanzers namens William Fairfax. Ihre Verlobung war eine Quelle des Stolzes für die Familie Washington, auch wenn ihr Vater Augustine starb, bevor die Hochzeit stattfinden konnte. George war erst 11 Jahre alt, als sein Vater starb. Augustine hinterließ ein beträchtliches Vermögen, das die finanzielle Sicherheit aller seiner Kinder gewährleistete. Lawrence erbte eine Plantage am Potomac-Fluss, wo er sich mit seiner neuen Frau niederließ. George und seine jüngeren Geschwister blieben unter der Obhut ihrer Mutter Mary, die Augustine in seinem Testament mit ihrer Erziehung betraut hatte. Mary war eine bemerkenswerte Frau, bekannt für ihre praktische Weisheit, ihren starken moralischen Kompass und ihre feste, aber liebevolle Erziehung. Sie forderte Respekt von ihren Kindern und gewann gleichzeitig deren Liebe. Marys Lieblingsbuch war Sir Matthew Hales Contemplations, Moral and Divine, ein bei gebildeten englischen Kolonisten beliebtes Werk. Sie las oft daraus vor und wählte Passagen, die ihre Kinder tief berührten. Ihre gefühlvollen Lesungen hinterließen einen bleibenden Eindruck bei George und seinen Geschwistern und prägten deren Charakter und moralische Haltung. Später schrieb George den Einfluss seiner Mutter und die Lehren aus diesem Buch seinem Lebensweg zu. Ein Exemplar des Buches mit der handschriftlichen Widmung Mary W. blieb eines von George am meisten geschätzten Besitztümern und wird bis heute in den Archiven von Mount Vernon aufbewahrt. Die Werte, die George durch die Erziehung seiner Mutter vermittelt wurden, Disziplin, Integrität und das Streben nach dem Richtigen, wurden zur Grundlage seines Charakters. Ihre unerschütterliche Hingabe an die moralische Entwicklung ihrer Kinder hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck und bereitete George auf die Herausforderungen und Verantwortungen vor, die ihn in den kommenden Jahren erwarten würden. George widmete sich seinen Studien in der Schule und zu Hause mit bemerkenswerter Hingabe. Er brauchte keine Ermutigung, im Gegenteil, manchmal musste man ihn daran erinnern, sich nicht zu sehr anzustrengen. Er wurde von einem tiefen Wunsch angetrieben, jeden Tag etwas Neues zu lernen und hatte einen echten Wissensdurst. Nachdem er seine frühen Lektionen bei Herrn Hobby, seinem ersten Lehrer, abgeschlossen hatte, begann George bei Herrn Williams zu lernen, der etwas weiter entfernt wohnte. Mr. Williams erweiterte Georges Ausbildung, indem er ihm die Grundlagen der kaufmännischen Buchführung beibrachte. Obwohl es ein langweiliges und technisches Thema war, brillierte George darin, getrieben von seinem Willen, es so schnell wie möglich zu meistern. Für George war das Lernen wie ein Eroberungszug. Sein scharfer Verstand, sein starker Wille und sein ausgezeichnetes Gedächtnis waren seine Werkzeuge, und je mehr er sie einsetzte, desto schärfer wurden sie. Er hatte wenig Geduld für faule oder nachlässige Mitschüler, die er mit Verachtung betrachtete. In dieser Zeit begann George auch, Beispiele praktischer Dokumente des Alltags zu sammeln und zu kopieren, wie Schecks, Verträge, Testamente und Pachtverträge. Mit großer Sorgfalt transkribierte er diese und hob wichtige Wörter hervor, um sie deutlich sichtbar zu machen. Zusätzlich zu seinen akademischen Erfolgen machte George auch körperlich große Fortschritte. Seitdem die Idee aufkam, dass er als Seekadett in die englische Marine eintreten könnte, trainierte er seinen Körper systematisch. Er übte Laufen, Werfen und andere Übungen, um seine Stärke und Beweglichkeit zu steigern, da er glaubte, dass dies für einen zukünftigen Soldaten unerlässlich sei. Lokale Legenden berichten sogar, dass er einmal einen Stein über den Rappahannock-Fluss geworfen haben soll. Eine Leistung, die diejenigen, die sie miterlebten, in Erstaunen versetzte. George war auch ein außergewöhnlicher Reiter.
Einmal überraschte er Zuschauer, indem er ein widerspenstiges Pferd bestieg und zähmte, das sonst niemand bändigen konnte. Währenddessen hatte sein älterer Bruder Lawrence ein Midshipman-Patent für George gesichert und bereitete damit seinen Eintritt in die englische Marine vor. George' Habseligkeiten waren bereits gepackt und alles schien für seine Abreise bereit zu sein. Doch im letzten Moment überlegte seine Mutter Mary es sich anders. Besorgt über das raue und isolierte Leben eines Seemanns entschied sie, ihn nicht gehen zu lassen. Diese Entscheidung entsprang nicht Schwäche, sondern sorgfältigem Nachdenken. Sie befürchtete, dass George in so jungen Jahren von der Unterstützung seiner Familie und ihrer Anleitung abgeschnitten wäre. Obwohl er enttäuscht war, respektierte George die Weisheit seiner Mutter und akzeptierte ihre Entscheidung ohne Groll. Mit der Zeit lernte er, ihre Wahl zu schätzen und erkannte die Fürsorge und Überlegtheit, mit der sie über seine Zukunft nachgedacht hatte. Ihre Intervention, so erkannte er später, war ein wichtiger Wendepunkt, der ihn auf den Weg brachte, der schließlich sein Leben definieren sollte. Hallo! Wenn euch unser Hörbuch gefallen hat, vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich brauche eure Unterstützung, um euch weitere Hörbücher zu bringen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Kapitel 2 – Der Ruf der Wildnis. Nachdem der Plan, dass George als Kadett in die englische Marine eintreten sollte, aufgegeben worden war, konzentrierte er sich auf seine Ausbildung zum Landvermesser. Bis zu seinem 15. Lebensjahr widmete sich George intensiv Fächern wie Geometrie und Trigonometrie. Während seines letzten Sommers in der Schule übte er sich im Vermessen, indem er die Felder und Wiesen in der Nähe des Schulhauses sowie die umliegenden Plantagen kartierte. Obwohl es sich nur um Übungsarbeiten handelte, ging George diese Aufgaben mit der gleichen Präzision und Hingabe an, die er später in jede berufliche Verantwortung einbringen würde. Seine Zeichnungen, Berechnungen und Notizen waren akribisch detailliert und frei von Fehlern oder Flecken. Falls er doch einen Fehler machte, korrigierte er ihn so geschickt, dass er kaum noch erkennbar war. Seine Hingabe an Gründlichkeit und Sauberkeit zeigte sich in allem, was er tat. Wie der Historiker Washington Irving später bemerkte, blieb George diese früh entwickelte Gewohnheit der Genauigkeit ein Leben lang erhalten. Ganz gleich, wie komplex seine Aufgaben oder überwältigend seine Verpflichtungen waren, George fand immer die Zeit, seine Arbeit effizient und gewissenhaft zu erledigen. Irving beschrieb diese Eigenschaft als die Magie der Methode, die es George ermöglichte, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen. Obwohl Georges Ausbildung über die Mathematik hinaus begrenzt war, seine Notizbücher aus dieser Zeit offenbaren häufige grammatikalische Fehler, beherrschte er die Grammatik schließlich durch gezielte Anstrengung. Durch das Lesen großer literarischer Werke und das sorgfältige Studium der Sprache entwickelte George einen klaren und wirkungsvollen Schreibstil. Doch mehr als das Studium allein war es sein Charakter, seine Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit, der seine literarische Stimme prägte. Sein Schreibstil wurde zu einem wahren Spiegelbild seiner Persönlichkeit. George profitierte auch von seinen familiären Verbindungen, die ihm Zugang zu mehreren angesehenen gesellschaftlichen Kreisen verschafften. Er besuchte oft Mount Vernon, das Anwesen seines Bruders Lawrence, der glücklich verheiratet und gut situiert auf seinem Besitz lebte. In der Nähe lag Belvoir, das Anwesen von William Fairfax, Lawrences Schwiegervater. William Fairfax, ein angesehener Mann mit einer reichen Lebensgeschichte, hatte in der englischen Armee gedient, an militärischen Feldzügen teilgenommen und eine Insel in Ostindien regiert, bevor er sich in Virginia niederließ und Präsident des königlichen Kolonialrats wurde. Das Haus der Fairfax, erfüllt von gebildeten und charmanten Familienmitgliedern, stand George offen
und bot ihm eine hervorragende Gelegenheit, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. In Belvoir traf George eine weitere einflussreiche Persönlichkeit, Lord Fairfax, Williams Cousin. Lord Fairfax, fast 60 Jahre alt, war ein hochgewachsener, markanter Edelmann mit einem Ruf als Schwertkämpfer und literarischer Kenner. Durch Heirat hatte er ein riesiges Landgebiet in Virginia erworben, das sich vom Rappahannock bis zum Potomac und in die Allegheny-Berge erstreckte. Erst vor kurzem war Lord Fairfax nach Virginia gekommen, um sein enormes Anwesen zu begutachten, das zwar unerschlossen, aber voller Potenzial war. Virginia selbst war ein Land der auffälligen Kontraste und natürlichen Schönheit. Die Allegheny-Berge teilten den Staat in 3 verschiedene Regionen: die zerklüfteten und malerischen Berge mit Naturwundern wie der Natural Bridge, die flachen, sandigen Küstenebenen im Osten und die fruchtbaren, sanft geschwungenen Hügel im Westen, begrenzt vom Ohio River. Der fruchtbare Boden bot ideale Voraussetzungen für Landwirtschaft und Viehzucht, während die Wälder reich an Ahorn, Eichen, Kastanien und anderen Baumarten waren, oft von wilden Weinreben überzogen. Auch an Fischen und Wild mangelte es nicht, was die Region zu einem Ort großen natürlichen Reichtums und vieler Möglichkeiten machte. Diese Erfahrungen und Verbindungen formten nicht nur Georges Fähigkeiten, sondern erweiterten auch sein Verständnis der Welt und legten den Grundstein für das bemerkenswerte Leben, das er später führen würde. Lord Fairfax war von der Schönheit Virginias fasziniert. Die Idee, ein Stück unberührtes Land inmitten der weiten Urwälder zu kultivieren, empfand er als sowohl aufregend als auch erfüllend. Für ihn war die Arbeit, die Wildnis zu zähmen, weit lohnender als die vergänglichen Freuden des Stadtlebens. Er bewunderte immer wieder das Anwesen seines Cousins William Fairfax und staunte über die Harmonie zwischen Natur und menschlichem Schaffen. Seine Empfindungen ähnelten wahrscheinlich denen von Chateaubriand, der eine solche Szene einmal mit lebhaften Bildern beschrieb. Welch eine faszinierende Mischung aus Natur und menschlichem Leben. Neben einem Stand von alten Zypressen, Überresten der unberührten Wildnis, sprossen neue Kulturen hervor. Goldene Wellen von Mais wiegten sich um die Wurzeln gefallener Eichen. Und frisch geerntete Garben standen dort, wo einst der Wald aufragte. Rauch von brennendem Holz stieg auf, schwebte über fruchtbare Felder, während Pflüge die Wurzeln alter Bäume durchtrennten. Landvermesser markierten sorgfältig die Grenzen neuer Gebiete. Wilde Vögel verließen ihre Nester, Höhlen von Wildtieren wurden durch solide Hütten ersetzt, und jeder Hieb der Axt des Holzfällers kündigte die Segnungen an, die bald auf diese Felder kommen würden. Inspiriert von dieser Vision entschied sich Lord Fairfax, Virginia zu seiner dauerhaften Heimat zu machen und den Gedanken an eine Rückkehr nach England aufzugeben. Eine Zeit lang lebte er auf Belvoir, dem Anwesen seines Cousins. Trotz seiner Begeisterung für das Plantagenleben bewahrte sich Lord Fairfax seine Leidenschaft für die Fuchsjagd, ein Lieblingsvergnügen aus seinen englischen Tagen. Eine seiner ersten Fragen bei seiner Ankunft in Virginia war, ob es in der amerikanischen Wildnis Füchse gäbe. Die Antwort lautete ja, Füchse waren in der Region zahlreich, was seinem neuen Zuhause einen zusätzlichen Reiz verlieh. Doch für die Fuchsjagd brauchte er einen Begleiter. Wo sollte Lord Fairfax einen geschickten Reiter finden, der ihm in den anspruchsvollen Landschaften Virginias unberührter Wälder und hügeligen Gebiete das Wasser reichen konnte? Es überrascht nicht, dass George Washington zu seinem idealen Jagdpartner wurde. Lord Fairfax, der Pferde und Hunde nach traditioneller englischer Art hielt, lud den jungen George ein, ihn auf seinen Jagden zu begleiten. Jeden Morgen während der Jagdsaison ritten sie gemeinsam in die Wälder, durchquerten dichte Dickichte und unwegsame Hügel. Ihre Ausflüge waren selten erfolglos und oft kehrten sie mit Jagdtrophäen zurück.
Der Adlige, Lord Fairfax, hatte bisher nur einen kleinen Teil seines riesigen Anwesens in Virginia gesehen und hatte nicht vor, die gesamte Wildnis selbst zu erkunden. Er entschied jedoch, das Land vermessen zu lassen, insbesondere nachdem er erfahren hatte, dass einige Siedler Teile davon unrechtmäßig besetzt hatten. Er hielt es für notwendig, die Grundstücksgrenzen zu definieren, damit die Beziehungen zwischen Siedlern und Landbesitzern künftig rechtlich geregelt werden konnten. Um dies zu erreichen, brauchte Lord Fairfax jemanden, der fähig, zuverlässig und mutig war, diese Aufgabe zu übernehmen. Nach Gesprächen mit William Fairfax und Lawrence Washington zogen sie George Washington für den Auftrag in Betracht. Lawrence präsentierte Berechnungen und Vermessungsunterlagen, die George kürzlich auf seinem Grundstück erstellt hatte und die dessen Geschick und Präzision zeigten. Überzeugt von Georges Fähigkeiten, vertraute Lord Fairfax ihm die Vermessung an, sicher, dass George die Gelegenheit nicht ablehnen würde. Und er hatte recht. Für George war dieser Auftrag sowohl eine Ehre als auch eine ausgezeichnete Gelegenheit, seine Karriere als Landvermesser voranzutreiben. Zudem war er mit einer beträchtlichen Belohnung verbunden. Eine Zahlung von einem Dublone pro Arbeitstag, was heute etwa $300 entspricht. Bevor er begann, kehrte George nach Hause zurück, um die Erlaubnis seiner Mutter einzuholen. Man kann sich leicht den Stolz und die Aufregung vorstellen, die er empfand, als er diesen Erfolg mit ihr teilte, wissend, dass dies sowohl ein Zeichen der Anerkennung als auch eine Chance war, wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Der junge George Washington, groß und athletisch für sein Alter, trug sich mit einer Reife, die seine 16 Jahre weit übertraf. Seine Ernsthaftigkeit, Entscheidungsfreude, Ehrlichkeit und Bescheidenheit brachten ihm den Respekt seiner Mitmenschen ein, die ihn eher als gleichwertig denn als Jungen betrachteten. Im Frühling 1748 brach er zu seiner ersten Vermessungsexpedition auf. Begleitet wurde er von George Fairfax, dem 22-jährigen Sohn von William Fairfax, und einem versklavten afrikanischen Mann, alle zu Pferd. Damals markierten die Blue Ridge Mountains die westliche Grenze des besiedelten Virginias. Um das zu vermessende Land zu erreichen, musste die Gruppe diese Berge überqueren, wobei sie steinige Pfade, dichte Wälder und eisige Gebirgsbäche, die vom geschmolzenen Schnee angeschwollen waren, bewältigen musste. Trotz der Herausforderungen hielten sie durch und erreichten schließlich das zentrale Tal Virginias. Eine atemberaubende Region, fast 40 Kilometer breit, durch die ein klarer, wunderschöner Fluss floss. Die indigenen Völker nannten diesen Fluss die Tochter der Sterne, was ein Zeugnis seiner überwältigenden Schönheit ist. In seinem Tagebuch hielt George lebhafte Beschreibungen der Landschaft fest, voller Bewunderung für die natürlichen Wunder um ihn herum. Doch sobald die Vermessungsarbeit begann, konzentrierten sich seine Einträge ausschließlich auf die Aufgaben. Die Gruppe traf nur selten auf andere Siedler und verbrachte die meisten Nächte im Wald, wo sie wilde Truthähne über Lagerfeuern brieten und von improvisierten hölzernen Tellern aßen. Im Bewusstsein der potenziellen Gefahr durch die indigenen Völker reisten George und seine Begleiter bewaffnet. Die indigenen Bewohner betrachteten das Land als ihr rechtmäßiges Eigentum und die Siedler als Eindringlinge und Diebe. Feindseligkeiten auf beiden Seiten führten oft zu grausamen Handlungen. Die indigenen Gemeinschaften, zahlenmäßig begrenzt und nicht in der Lage, gesellschaftliche Strukturen vergleichbar mit denen der Siedler zu bilden, standen vor enormen Herausforderungen. Riesige, ressourcenreiche Gebiete wurden von europäischen Siedlern beansprucht, deren Zahl schnell wuchs. Diese Situation wurde treffend von einem indigenen Häuptling namens Little Turtle beobachtet, der zu den Siedlern sagte: Es ist seltsam mit den weißen Menschen. In nur 2 Generationen habt ihr euch über unser Land ausgebreitet, wie ein Schwarm Insekten. Währenddessen sind wir, die wir hier seit unzähligen Generationen leben, so wenige wie die Hirsche, die wir jagen. Ihr nutzt kleine Landstücke auf erstaunliche Weise.
Auf einem winzigen Flecken könnt ihr genug Nahrung für ein ganzes Jahr anbauen und Tiere für Milch und Fleisch halten. Wir hingegen brauchen riesige Jagdgründe, um zu überleben. Wenn wir 200 oder 300 Hirsche jagen, ist es, als würden wir das Gras und die Wälder zerstören, die sie erhalten. Ihr Weisen breitet euch aus wie Öl auf einer Decke, während wir dahinschmelzen wie Schnee in der Frühjahrssonne. Wenn wir eure Wege nicht lernen, werden unsere Völker nicht mehr lange überleben. Trotz dieser Warnungen fiel es den indigenen Völkern schwer, sich an die Lebensweise der Siedler anzupassen. Ihre traditionelle Kultur, die auf der Jagd basierte und große Territorien erforderte, erwies sich als unvereinbar mit der intensiven Landwirtschaft und der raschen Gebietsausdehnung der Siedler. Eines Tages während seiner Expedition begegnete George einer Gruppe von etwa 30 indigenen Kriegern. An der Spitze der Gruppe trug ein Krieger die Kopfhaut eines Feindes als Trophäe. Die Situation hätte für George und seine Begleiter gefährlich werden können, wenn die Krieger beschlossen hätten, anzugreifen. Was möglicherweise geschehen wäre, hätten sie Anzeichen von Angst gezeigt. Ein kleines Geschenk in Form von Alkohol half jedoch, die Spannungen zu mildern und führte sogar zu einem unerwarteten Spektakel, einem Kriegstanz. Die Krieger versammelten sich in einem offenen Bereich und entzündeten ein Feuer in der Mitte. Im Kreis um die Flammen sitzend, begann ihr Häuptling Geschichten von ihrer Tapferkeit zu erzählen. Seine Stimme wurde lauter und eindringlicher, als er ihre heldenhaften Taten beschrieb. Die Krieger saßen ruhig da, ihre Köpfe gesenkt, als würden sie tief nachdenken. Plötzlich sprang einer auf und begann einen wilden, ekstatischen Tanz. Einer nach dem anderen schlossen sich ihm an, sprangen um das Feuer herum und stießen laute, furchteinflößende Schreie aus, ihre Bewegungen wild und unheimlich. Um die Aufführung abzurunden, schlug ein Krieger auf eine Trommel, die aus einer über einen Kessel gespannten Hirschhaut bestand, während ein anderer ein Rasselinstrument spielte, das aus einem hohlen Kürbis gefertigt und mit einem Pferdeschwanz geschmückt war. Nach Abschluss der Vermessung kehrte George in etwas mehr als einem Monat nach Mount Vernon zurück. Er berichtete Lord Fairfax von seiner Arbeit, der seine Zufriedenheit ausdrückte. Dieser Erfolg markierte George' inoffizielle Abschlussprüfung als Landvermesser. Seine Fähigkeiten und Präzision verschafften ihm einen hervorragenden Ruf, und noch bevor er 17 Jahre alt war, wurde er zum öffentlichen Landvermesser ernannt. Von da an wurde seine Arbeit offiziell von den Behörden Virginias anerkannt. Georges Vermessungsgeschäft wuchs schnell und Aufträge kamen aus verschiedenen Regionen. In den folgenden 3 Jahren widmete er sich dieser Arbeit mit derselben Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit. Selbst heute gelten die von ihm in Virginia durchgeführten und offiziell aufgezeichneten Vermessungen als zuverlässig. Unterdessen begann Lord Fairfax, einen wunderschönen Abschnitt seines Besitzes jenseits der Blue Ridge Mountains zu erschließen. Er schuf ein Herrenanwesen mit 10.000 Morgen Ackerland und Weiden, das er Greenway Court nannte. George verbrachte den größten Teil der nächsten 3 Jahre in den schönen, aber abgelegenen Wäldern. Dieses Leben stand in starkem Kontrast zu den oft müßigen und genussorientierten Lebensstilen vieler junger Männer in den geschäftigen Städten. Eingetaucht in die Erhabenheit der Natur wurde George sowohl körperlich als auch geistig stärker. Die Einsamkeit der Wildnis inspirierte ihn, über edle Ideen nachzudenken und seinen Charakter weiterzuentwickeln. Trotz seiner Zeit in der Wildnis sorgten George Kontakte zu kultivierten Männern wie seinem Stiefbruder Lawrence, William Fairfax und Lord Fairfax dafür, dass seine Umgangsformen verfeinert blieben. Diese Beziehungen, kombiniert mit dem Respekt, den seine Arbeit einbrachte, stärkten sein Selbstvertrauen. Seine Präzision und Hingabe an sein Handwerk gewannen das Vertrauen und die Anerkennung aller, die mit ihm arbeiteten. Der Wert dieser 3 Jahre reichte weit über die unmittelbaren Vorteile von Erfahrung und Ruf hinaus. Obwohl George es damals nicht wissen konnte,
sollten die von ihm vermessenen Gebiete später zu den Schlachtfeldern seiner militärischen Feldzüge werden. Sein detailliertes Wissen über das Gelände, das er durch sorgfältige Beobachtung als Landvermesser erworben hatte, erwies sich als unschätzbarer Vorteil, als er in diese Region als Soldat zurückkehrte. Kapitel 3 – Der junge Kommandeur. Ein wahrhaft sinnvolles Leben zeichnet sich dadurch aus, dass eine Person ihre Zeit klug nutzt, nicht nur für das eigene Wachstum, sondern auch zum Wohl anderer. Wer diese Pflicht vernachlässigt, verpasst es, das Leben in seiner ganzen Bedeutung zu leben. Ein Leben mit Ziel ist geprägt von der ständigen Weiterentwicklung der eigenen Talente für das Allgemeinwohl. Als George Washington 19 Jahre alt wurde, waren sein Mut und sein gesunder Urteilsvermögen bereits weithin unter seinen Landsleuten in Virginia anerkannt. Dies zeigt sich in einem wichtigen Ereignis aus dieser Zeit. Die Grenzen Virginias waren häufig durch Angriffe der Franzosen und der indigenen Völker bedroht, was die Kolonialregierung dazu veranlasste, ihre Miliz zur Verteidigung vorzubereiten. Virginia wurde in Bezirke unterteilt, von denen jeder von einem Generaladjutanten im Rang eines Majors überwacht wurde. Diese waren verantwortlich dafür, die Miliz auf einen hohen Stand der Einsatzbereitschaft zu trainieren. Diese Position war mit einem Jahresgehalt von 150 Pfund Sterling dotiert. Aufgrund seines guten Rufs wurde George eine dieser Positionen angeboten, eine Gelegenheit, die perfekt zu seinen frühen Interessen passte. Nach seiner Annahme verstand er die Verantwortung, die mit der Rolle verbunden war, vollständig. Er widmete sich der Beherrschung der Aufgaben und des Wissens, das für seinen Rang erforderlich war, und studierte die Militärwissenschaft unter der Anleitung seines Bruders Lawrence und anderer erfahrener Offiziere. Außerdem verfeinerte er seine Fechtkunst, um sich auf den neuen Beruf vorzubereiten, in dem er bald große Ehre erlangen würde. Bevor er jedoch aktiv militärische Pflichten übernehmen konnte, sah sich George einer persönlichen Herausforderung gegenüber. Sein geliebter Bruder Lawrence, der an einer schweren Lungenkrankheit litt, wurde von Ärzten geraten, sich im wärmeren Klima der westindischen Inseln Linderung zu suchen. Lawrence bat George, ihn zu begleiten, und George, der seinem Bruder zutiefst verbunden war, stimmte zu. Im Herbst 1751 segelten sie los und kehrten im folgenden Sommer zurück. Während die Reise George neue Erfahrungen brachte, hinterließ sie ihn beunruhigt, da sich Lawrences Zustand nicht verbessert hatte. Resigniert gegenüber seinem Schicksal, wollte Lawrence seine letzten Tage zu Hause verbringen. Kurz nach ihrer Rückkehr verstarb Lawrence, zutiefst betrauert von seiner Familie und allen, die ihn kannten. Lawrence hinterließ eine Witwe, eine junge Tochter und ein beträchtliches Vermögen. Er betraute George mit einem Teil seines Reichtums und ernannte ihn zum Testamentsvollstrecker. Das Anwesen Mount Vernon sollte Lawrences Tochter zufallen, doch falls sie ohne Erben sterben würde, sollte das Eigentum an George übergehen. In der Zwischenzeit behielt Lawrences Witwe das Einkommen des Anwesens für die Dauer ihres Lebens. Nachdem diese Angelegenheiten geregelt waren, nahm George seine militärischen Pflichten wieder auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gouverneur Dinwiddie Virginia in 4 Bezirke neu organisiert und der 20-jährige George wurde mit der Verantwortung für einen dieser Bezirke betraut. Seine Aufgabe bestand darin, sowohl Offiziere als auch Soldaten in militärischen Taktiken auszubilden. Eine zunehmend dringliche Aufgabe angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen England und Frankreich um die fruchtbaren Gebiete zwischen den Allegheny-Bergen und dem Ohio-Fluss. Sowohl England als auch Frankreich beanspruchten das Ohio-Gebiet für sich und versuchten, Allianzen mit den indigenen Stämmen zu schmieden, um ihre Positionen zu stärken. Die Situation spitzte sich schnell zu. Gouverneur Dinwiddie, der auf Anweisung Englands handelte, begann mit den Vorbereitungen zum Bau von 2 Forts in dem umstrittenen Gebiet. Doch bevor die Anweisungen überhaupt eintrafen, hatten die Franzosen bereits Teile des Landes besetzt.
Entschlossen, einen offenen Konflikt möglichst zu vermeiden, beschloss Dinwiddie, einen Gesandten zu den französischen Kommandanten zu schicken, um Verhandlungen aufzunehmen und Informationen über die Stärke und Position des Gegners zu sammeln. Der Gouverneur wählte George Washington für diese anspruchsvolle Mission aus, da er ihn für den besten Kandidaten hielt. Der Auftrag erforderte eine Reise von mindestens 900 Kilometern durch ein spärlich besiedeltes Gebiet, das von indigenen Stämmen mit ungewisser Loyalität bewohnt wurde. Der Erfolg hing von einem sorgfältigen Gleichgewicht aus Diplomatie, Mut und Umsicht ab. In Anerkennung der Schwierigkeit der Aufgabe übernahm George die Verantwortung ohne Zögern und begann mit den Vorbereitungen für die Reise. Zu seinen Begleitern gehörten sein Fechtmeister, ein Dolmetscher und 4 erfahrene Grenzgänger, von denen 2 Händler mit indigenen Völkern waren. Die Expedition begann im harten Novemberwetter des Jahres 1753. Die Gruppe war schweren Stürmen, Schnee und gefährlichen Bedingungen ausgesetzt, überquerte eisige Flüsse und baute provisorische Flöße, um Gewässer zu überwinden. Als sie sich ihrem Ziel näherten, begegneten sie indigenen Gruppen, die den Engländern freundlich gesinnt waren. Ein Häuptling berichtete, dass er den französischen Kommandanten in einer Rede konfrontiert hatte, in der er erklärte, dass die Franzosen kein Recht hätten, das Land zu beanspruchen. Obwohl der Häuptling seine Rede nicht aufgeschrieben hatte, erinnerte er sich an jedes Wort und rezitierte sie für George. Über den Dolmetscher ließ George die Rede in seinem Tagebuch festhalten. Hier ein Ausschnitt aus der Ansprache des Häuptlings an den französischen Kommandanten. Väter, ihr stört dieses Land, indem ihr Städte baut und es uns durch Betrug oder Gewalt wegnehmt. Vor langer Zeit haben wir ein Feuer in Montreal entzündet, wo wir euch baten, dort zu bleiben und nicht in unser Land einzudringen. Ich rate euch jetzt, dorthin zurückzukehren, denn dieses Land gehört uns. Wärt ihr friedlich wie unsere Brüder, die Engländer, gekommen, hätten wir mit euch gehandelt, so wie wir es mit ihnen tun. Aber zu kommen und unser Land mit Gewalt zu nehmen und Häuser darauf zu bauen, ist etwas, das wir nicht akzeptieren können. Sowohl ihr als auch die Engländer seid Weiße. Wir leben in einem Gebiet zwischen euch beiden, aber dieses Land gehört weder euch noch ihnen. Der große Geist hat es uns als unsere Heimat gegeben. Ich bitte euch daher, wie ich auch unsere englischen Brüder gebeten habe, euch zurückzuziehen. Wer diese Bitte am meisten respektiert, wird unser Freund sein, und wir werden an seiner Seite stehen. Unsere englischen Brüder haben dies bereits gehört, und nun sage ich es euch. Der Häuptling informierte Washington, dass die Franzosen es geschafft hatten, Allianzen mit mehreren indigenen Stämmen zu schließen. Nach einigen Tagen setzte Washington seine Reise fort. Der beschwerliche und gefährliche Weg zum Hauptquartier des französischen Kommandanten im nördlichen Ohio dauerte fast 6 Wochen. Der französische Kommandant empfing Major Washington höflich, verweigerte jedoch die Diskussion über die Angelegenheit und erklärte, seine Pflicht als Soldat bestehe darin, den Befehlen seiner Regierung zu folgen. Entschlossen, den zweiten Teil seiner Mission zu erfüllen, konzentrierte sich Washington darauf, detaillierte Informationen über die Größe der französischen Garnison und die Anordnung ihrer Befestigungen zu sammeln. Sobald er genügend Informationen gesammelt hatte, begann er die schwierige Rückreise. Die Rückreise war ebenso gefährlich. Die Gruppe geriet in Hinterhalte indigener Verbündeter der Franzosen und musste wochenlang auf verschneitem Boden kampieren. Einmal entging Washington nur knapp dem Ertrinken, als er einen reißenden Fluss überquerte. In seinem Tagebuch schrieb er: Es gab keinen anderen Weg hinüber als mit einem Floß, das wir mit nur einem alten Beil bauten und gerade nach Sonnenuntergang fertigstellten. Das war die Arbeit eines ganzen Tages. Wir ließen es zu Wasser, bestiegen es und stießen ab. Aber bevor wir halbwegs hinüber waren, wurden wir so in das Eis eingeklemmt, dass wir jeden Moment erwarteten, dass unser Floß sinken und wir untergehen würden. Ich setzte meine Stange ein, um das Floß zu stoppen, damit das Eis vorbeiziehen konnte.
Doch die Strömung schleuderte die Stange mit solcher Gewalt, dass sie mich in 3 Meter tiefes Wasser stieß. Glücklicherweise konnte ich mich an einem der Floßstämme festhalten. Trotz all unserer Bemühungen konnten wir weder das eine noch das andere Ufer erreichen und mussten, da wir in der Nähe einer Insel waren, unser Floß aufgeben und uns dorthin retten. Auf der Insel gestrandet und den eisigen Bedingungen ausgesetzt, sahen sie einer düsteren Nacht ohne Aussicht auf Rettung entgegen. Doch am Morgen ermöglichte eine glückliche Veränderung im Eis, dass sie das Festland erreichen konnten. Mitte Januar 1754 kehrte Washington schließlich nach Hause zurück. Am nächsten Tag legte er dem Gouverneur seinen Bericht vor, in dem er sowohl die Position der Franzosen als auch die Herausforderungen, denen er begegnet war, detailliert beschrieb. Der Gouverneur erkannte, dass die Franzosen entschlossen waren, ihren Anspruch auf das umstrittene Ohio-Gebiet zu verteidigen. Er war überzeugt, dass sofortiges Handeln erforderlich war, da jede Verzögerung den Franzosen Zeit geben würde, ihre Position zu stärken. Er rief die Versammlung von Virginia zusammen, stellte seinen Plan vor und drängte auf schnelles Handeln. Die Abgeordneten reagierten zunächst zögerlich. Einige argumentierten, dass Englands Anspruch auf die Region fragwürdig sei und dass, wenn der König diesen durchsetzen wolle, er britische Truppen entsenden sollte. Schließlich stimmten sie zu, 10.000 Pfund für die Rekrutierung von Soldaten bereitzustellen. Washingtons Erfolg bei seiner vorherigen Mission hatte ihm das Vertrauen des Gouverneurs eingebracht, und ihm wurde das Kommando über die Truppen angeboten. Doch Washington lehnte ab, da er sich aufgrund seines jungen Alters und seiner mangelnden Erfahrung für ungeeignet hielt. Der Gouverneur ernannte stattdessen Colonel Joshua Fry, einen erfahrenen und bewährten Offizier, zum Oberbefehlshaber. Washington akzeptierte die Position des Stellvertreters mit dem Rang eines Leutnant-Colonels. Die Kampagne begann sofort und Washington führte die Vorhut aus 3 Kompanien an. An der Grenze zu Ohio bot sich ihm die erste Gelegenheit, aktiv ins Geschehen einzugreifen, als er auf eine französische Aufklärungsgruppe stieß, die ihn in einen Hinterhalt locken wollte. Die meisten französischen Soldaten wurden getötet oder gefangen genommen, nur einer entkam. Indigene Verbündete schlossen sich Washington in diesem Gefecht an und markierten damit seinen ersten militärischen Erfolg. Kurz nach dem Sieg schrieb Washington an den Gouverneur und demonstrierte seinen Entschluss und seine Entschlossenheit. Euer Ehren kann sich darauf verlassen, dass ich nicht unvorbereitet sein werde, egal wann Sie angreifen. Mehr kann ich nicht versprechen, aber ich werde keine Mühe scheuen, noch mehr zu erreichen. Auch wenn ihr von meiner Niederlage hören mögt, werdet ihr zugleich hören, dass wir mit Ehre gekämpft haben, bis der letzte Hoffnungsschimmer erlosch. Nach dem unerwarteten Tod von Colonel Fry bot der Gouverneur Washington das vollständige Kommando über die Truppen an. Ermutigt durch seinen jüngsten Erfolg nahm Washington an. Der Marsch wurde unter schwierigen Bedingungen fortgesetzt. Die Truppen mussten zerklüftetes Berggelände durchqueren, wobei viele Pferde von der Reise erschöpft waren. Da nur wenige Tiere verfügbar waren, mussten die Soldaten schwere Lasten tragen und sich beim Transport der Artillerie abwechseln. Washington ging mit gutem Beispiel voran, ermutigte seine Männer mit Worten und Taten, belud sein eigenes Pferd mit Vorräten und ging zu Fuß an der Seite seiner Soldaten, um ihre Härten zu teilen. Während des Marsches schlossen sich mehrere indigene Familien Washingtons Truppe an und unterstützten sie als Kundschafter. Doch ihre Zuverlässigkeit im Kampf erwies sich als wechselhaft. Und später stellte sich heraus, dass einige von ihnen von den Franzosen als Spione geschickt worden waren. Trotz dieser Schwierigkeiten führte Washington seine Truppen entschlossen weiter und überwand die vielen Hindernisse auf ihrem Weg. Nach mehreren Tagen des Marschierens erreichten Washington und seine Männer ein altes Lager mit provisorischen Befestigungen. Erschöpft von ständigem Regen und einer Woche ohne Brot, entschied sich Washington, seinen Truppen eine Pause zu gönnen, während sie auf dringend benötigte Vorräte warteten. Doch eines frühen Morgens wurden sie plötzlich von einer weitaus größeren französischen Streitmacht angegriffen.
Auf diesen Moment vorbereitet, ließ Washington seine Truppen schnell auf die Ebene vorrücken. Die Franzosen, unterstützt von indigenen Kriegern, feuerten aus der Deckung des Waldes. Trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit vermieden die Franzosen einen direkten Angriff und versuchten stattdessen, Washingtons Kräfte in den Wald zu locken. Washington erkannte die Gefahr und zog sich zu den Befestigungen zurück. Er befahl seinen Männern, Munition zu sparen und nur dann zu schießen, wenn sie ein klares Ziel hatten. Die Franzosen positionierten sich auf einem bewaldeten Hügel und hielten den ganzen Tag über ein stetiges Feuer aufrecht. Der unaufhörliche Regen füllte die Gräben mit Wasser und machte viele Musketen unbrauchbar. Als der Abend nahte, riefen die Franzosen, um eine Unterredung zu bitten, da er vermutete, dass dies ein Trick war, um Informationen zu sammeln, ignorierte Washington die Anfrage. Später schickten die Franzosen eine weitere Nachricht, in der sie Verhandlungen anboten, ohne das Lager zu betreten, und die Sicherheit jedes Offiziers zusagten, der sie treffen würde. Washington stimmte unter diesen Bedingungen zu. Die anschließenden Verhandlungen führten zu einer ehrenvollen Kapitulation. Washington hatte es erfolgreich geschafft, die prekäre Lage seiner Truppen zu verbergen, keine Vorräte, fast keine Munition und von Wasser durchweichte Verteidigungsanlagen. Hätten die Franzosen den wahren Zustand des Lagers gekannt, hätten sie solchen Bedingungen wahrscheinlich nicht zugestimmt. Die Fortsetzung der Schlacht hätte für Washington und seine Männer mit Sicherheit eine Niederlage bedeutet. Am nächsten Morgen verließen Washingtons Truppen das Lager mit militärischen Ehren und die Franzosen besetzten die Position sofort. Trotz des Ergebnisses hatte Washington unter den gegebenen Umständen sein Bestes getan. Seine Führung brachte ihm Lob vom Gouverneur und vom House of Burgesses ein. Während der gesamten Kampagne sah sich Washington jedoch einer großen Herausforderung gegenüber. Virginias Miliz erhielt weniger Sold als britische Soldaten. Washington empfand diese Politik als Missachtung der heroischen Anstrengungen der Miliz und drängte auf eine Gleichbehandlung. Als seine Forderungen abgelehnt wurden und weitere Meinungsverschiedenheiten mit dem Gouverneur auftraten, legte er sein Amt nieder. Washingtons Rücktritt währte nur kurz. Im folgenden Jahr trafen zwei gut ausgestattete britische Regimenter unter dem Kommando von General Braddock ein und Washington wurde überredet, der Kampagne als Freiwilliger beizutreten. In einem Brief an einen Freund erklärte er seine Entscheidung mit seiner typischen Offenheit. Ich glaube, ich verdiene etwas Anerkennung, da meine einzige Motivation für die Teilnahme an dieser Kampagne darin besteht, meinem Land zu dienen. Weder Ehrgeiz noch der Wunsch nach Gewinn treiben meine Entscheidung. Meine Verpflichtung als Freiwilliger ohne Bezahlung oder Aussicht auf ein Kommando beweist dies. Besonders da ich sicher bin, dass General Braddock keine Position anzubieten hat, die ich annehmen würde. Der Marsch nach Ohio begann sofort, doch die Kampagne litt unter der Weigerung des britischen Generals, Ratschläge anzunehmen. Selbstbewusst und abweisend gegenüber Vorsicht führte General Braddock seine Truppen, als befände er sich auf einem Paradeplatz, begleitet von Militärkapellen. Er lehnte es ab, Kundschafter auszusenden, da er solche Vorsichtsmaßnahmen als Feigheit und nicht als Klugheit betrachtete. Diese Nachlässigkeit erlaubte es zahlreichen indigenen Kriegern, die Armee zu umzingeln und Informationen über ihre Stärke und ihr Ziel zu sammeln. Am 9. Juni gerieten die britischen Streitkräfte in einen Hinterhalt. Aus gut geschützten Stellungen heraus entfesselten die Franzosen und ihre indigenen Verbündeten einen verheerenden Angriff. Die Vorhut erlitt schwere Verluste, viele Soldaten wurden getötet, darunter 26 Offiziere. Noch mehr wurden verwundet und General Braddock selbst wurde tödlich verletzt, was ihn den höchsten Preis für seine Rücksichtslosigkeit zahlen ließ. Washingtons Überleben schien fast ein Wunder zu sein. Während Braddock noch lebte, trug Washington unermüdlich Befehle über das Schlachtfeld und bewegte sich von einem kritischen Punkt zum nächsten. Nach dem Tod des Generals stürzte sich Washington in die gefährlichsten Positionen, sammelte die Truppen und inspirierte sie durch seine Führungsstärke und seinen Mut weiterzukämpfen.
Seine Taten beeindruckten den Feind so sehr, dass viele ihn als einen furchterregenden Gegner erkannten. Eine Gruppe indigener Krieger, die Washington mit gezielten Schüssen ins Visier genommen hatte, gab schließlich auf, da sie glaubte, der große Geist schütze ihn. Washington selbst sah sein Überleben als göttliches Eingreifen an. In einem Brief an einen Freund schrieb er: Aber durch die allmächtigen Fügungen der Vorsehung bin ich über alle menschliche Wahrscheinlichkeit oder Erwartung hinaus beschützt worden. Denn 4 Kugeln durchschlugen meinen Mantel und 2 Pferde wurden unter mir erschossen, und dennoch blieb ich unverletzt, während der Tod meine Kameraden rings um mich niederstreckte. Dank Washingtons Tapferkeit und Besonnenheit konnte ein Teil der Armee vor der völligen Vernichtung bewahrt werden. In den Kolonien war die Bewunderung für Washingtons Führungsstärke einhellig. Ein Prediger pries ihn sogar in einer Predigt. Ich muss diesen heldenhaften jungen Mann, Colonel Washington, erwähnen, der sich in dieser Schlacht auszeichnete. Die Vorsehung hat ihn zweifellos auf so bemerkenswerte Weise bewahrt, um seinem Land eines Tages großen Dienst zu erweisen. Washington zog sich nach Mount Vernon zurück, das er nach dem Tod der Tochter seines Bruders geerbt hatte. Dennoch setzte er seine Tätigkeit als Generaladjutant fort und widmete sich der Verbesserung der Miliz durch Übungen und Vorschriften, um sie auf den aktiven Einsatz vorzubereiten. Die Niederlage Braddocks hatte die Virginiers aus ihrer bisherigen Gleichgültigkeit gerissen, und sie erkannten, dass die wachsende Kriegsgefahr ernsthafte Anstrengungen erforderte, einschließlich der Bereitstellung von Mitteln und Truppen. Viele wünschten sich, dass Washington die Rolle des Oberbefehlshabers übernehmen würde. Obwohl seine Mutter keine Angst vor Gefahr hatte und den Mut ihres Sohnes niemals unterdrückte, beunruhigten sie die Erinnerungen an seine knapp überlebten Schlachten zutiefst. Unter Tränen bat sie ihn, den Militärdienst endgültig aufzugeben. Washington beruhigte sie sanft und sprach von Gott als dem Herrn über Leben und Tod. Washington erklärte: Wenn das Kommando durch die einhellige Stimme des Landes auf mich übertragen und zu annehmbaren Bedingungen angeboten wird, wäre es eine Schande, es abzulehnen. Und ich bin sicher, das sollte Ihnen mehr Unbehagen bereiten, als wenn ich ein ehrenvolles Kommando akzeptiere. Washington stimmte zu, das Amt des Oberbefehlshabers zu übernehmen, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Er bestand darauf, bei der Auswahl der Offiziere mitzureden, eine pünktliche Bezahlung ihrer Gehälter zu gewährleisten und die Versorgungseinheit nach seinen vorgeschlagenen Grundsätzen zu reorganisieren. Diese Bedingungen wurden genehmigt und die daraus resultierenden Reformen verbesserten die Effektivität der Armee erheblich. Später brachte Washington ein weiteres Gesetz im House of Burgesses ein, das Militärgerichten die Befugnis gab, Deserteure und Mörder zu bestrafen, sowie Themen wie Glücksspiel, Trunkenheit, Fluchen und unmoralisches Verhalten anzugehen. Seine Entschlossenheit war entscheidend, nicht nur für die Verabschiedung dieser Gesetze, sondern auch für deren Durchsetzung. Eines von Washingtons Hauptzielen war es, die Franzosen aus Fort Duquesne im Ohio-Gebiet zu vertreiben. Nach einer entschlossenen Kampagne gelang ihm dies, und er versetzte der französischen Macht in der Region einen entscheidenden Schlag. Mit der Zerstörung ihres Stützpunkts am Ohio wechselten viele indigene Stämme, die zuvor die Franzosen unterstützt hatten, die Seiten und suchten Frieden mit den Siegern, ein Angebot, das Washington annahm. Nachdem er diese bedeutende und ehrenvolle Aufgabe erfüllt hatte, legte Washington sein Kommando nieder und kehrte ins Privatleben nach Mount Vernon zurück. Kapitel 4 – Mount Vernon. Mit 27 Jahren ließ sich Washington in Mount Vernon nieder, in der Hoffnung, ein ruhiges und friedliches Leben zu führen. Er hatte das Glück, in Martha Custis eine Lebenspartnerin zu finden, eine junge Witwe mit 2 Kindern, einem 6-jährigen Sohn und einer 4-jährigen Tochter. Martha entsprach nicht nur Washingtons Charakter und Temperament, sondern brachte auch Wärme und Harmonie in sein Leben. Durch seine Ehe vergrößerte sich sein ohnehin beträchtliches Vermögen um weitere $5 Millionen. Obwohl sie keine eigenen Kinder hatten,
zog Washington seine Stiefkinder mit der gleichen Fürsorge und Hingabe auf, als wären sie seine eigenen. »Ich hoffe«, schrieb er an einen Freund, »mehr Glück im Ruhestand zu finden, als ich es je in der weiten und geschäftigen Welt erlebt habe.« Washington widmete sich dem Landbau und der Gartenarbeit und hatte vor, sich Kunst und Literatur zu widmen. Doch nur wenige Monate nach seiner Heirat fand er sich erneut im öffentlichen Dienst wieder. Ohne eine Nominierung anzustreben oder Wahlkampf zu führen, wurde er aufgrund des Vertrauens und Respekts der Menschen in die Virginia Assembly gewählt. Obwohl er persönlich lieber in Mount Vernon geblieben wäre, ließ ihm sein Pflichtbewusstsein keine andere Wahl. Glücklicherweise dauerten die Sitzungen der Assembly meist nur einige Monate im Jahr, was seiner Familie zugute kam. Als Washingtons Wahl in der Assembly bekannt gegeben wurde, beschlossen die Mitglieder, ihn mit einer formellen Anerkennung zu ehren. Als er seinen Platz einnahm, hielt der Sprecher, Herr Robinson, eine ergreifende Rede, in der er Washington im Namen der Kolonie für seine herausragenden militärischen Dienste dankte. Das Lob war so leidenschaftlich und überschwänglich, dass Washington, überwältigt von Verlegenheit, aufstand, um zu antworten, aber nicht sprechen konnte. Er errötete, stotterte und blieb stumm, sichtbar zitternd. Mit Takt und Anmut griff Herr Robinson ein und sagte mit einem beruhigenden Lächeln: »Setzen Sie sich, Herr Washington. Ihre Bescheidenheit entspricht Ihrem Mut, und beides übertrifft alle Worte, die mir zur Verfügung stehen.« Wie viele große Persönlichkeiten kämpfte Washington anfangs mit öffentlichem Sprechen. Er fühlte sich durch die Intellektualität seines Publikums eingeschüchtert und war unsicher über seine Fähigkeiten. Mit der Zeit jedoch ließ diese Schüchternheit nach. Obwohl er nie ein geschliffener Redner wurde und formelle Ansprachen vermied, war sein Einfluss in der Assembly tiefgreifend. Washington ging seine Aufgaben mit der gleichen Gründlichkeit an, die er in allen Lebensbereichen zeigte. Er studierte jede vor der Assembly, behandelte Angelegenheit sorgfältig und verfolgte die Debatten mit großer Aufmerksamkeit. Seine Kommentare, obwohl kurz und direkt, hatten oft erhebliches Gewicht und konnten die Richtung der Diskussion vollständig verändern. Washingtons Worte wurden respektiert, weil sie praktisch und auf den Punkt gebracht waren. Seine Hingabe an den Dienst für sein Land zeigte sich in seiner konsequenten Anwesenheit und aktiven Teilnahme an den Sitzungen der Assembly. Oft fragten die Mitglieder, was denkt Washington darüber, und warteten aufmerksam, wenn er sprach. Sein unerschütterliches Pflichtbewusstsein, kombiniert mit seinem tiefen Engagement für das Wohl der Nation, machte ihn zu einem wahren Patrioten und einem vorbildlichen Vertreter. Trotz seines ernsten Auftretens in öffentlichen Angelegenheiten zeigte Washington zu Hause eine warme und fröhliche Seite. Inmitten seiner Familie und engen Freunde offenbarte er eine unbeschwerte und kindliche Freude, die seinen ansonsten standhaften Charakter ausglich. Als sich Washingtons Neffe darauf vorbereitete, seinen Platz in der Assembly einzunehmen, gab ihm Washington wertvolle Ratschläge. Wenn du die Aufmerksamkeit anderer auf dich ziehen möchtest, rate ich dir, selten zu sprechen und nur über wichtige Themen. Es sei denn, es geht um Angelegenheiten deiner Wähler. Bevor du sprichst, stelle sicher, dass du gut über das Thema informiert bist. Lass dich nicht von übermäßiger Leidenschaft mitreißen und vertraue nicht zu sehr auf deine eigenen Meinungen. Ein diktatorischer Ton, so wirkungsvoll er manchmal auch sein mag, ist stets irritierend. Den Großteil des Jahres konnte sich Washington seiner Leidenschaft für die Landwirtschaft in Mount Vernon, seinem geliebten Anwesen, widmen. Washington Irving beschrieb Mount Vernon als auf einem bewaldeten Hügel gelegen, mit atemberaubendem Blick auf den Potomac-Fluss. Die Gärten waren im englischen Stil angelegt und das Anwesen war in einzelne Farmen unterteilt, jede mit eigenen Arbeitern und spezialisiert auf bestimmte Anbauprodukte. Große Teile des Landes waren noch mit Wäldern bedeckt, durchzogen von Bächen, Tälern und Buchten, die natürliche Lebensräume für Hirsche und Füchse boten und den Ort ideal für Jagd und Naturerlebnisse machten.
Washington drückte seine Zuneigung zu Mount Vernon in einem Brief aus. Kein Anwesen in den Vereinigten Staaten ist angenehmer gelegen. Es befindet sich in einer hohen und gesunden Gegend, in einer breiten Lage zwischen den Extremen von Hitze und Kälte, an einem der schönsten Flüsse der Welt, einem Fluss, der das ganze Jahr über reich an Fischen ist, im Frühling mit Heringen, Barschen, Stören und vielem mehr in großer Zahl. Das Anwesen wird von über 16 Kilometern Gezeitengewässer umgeben, mit mehreren wertvollen Fischereien entlang der Küste. Die gesamte Uferlinie dient als Fischgrund. Zu jener Zeit glich eine große Plantage in Virginia einem kleinen Königreich. Das Haupthaus des Besitzers war das Machtzentrum, und in der Nähe befand sich das Haus des Verwalters, in dem der Aufseher der versklavten Arbeiter lebte. Dieser Verwalter fungierte als Premierminister des Anwesens. Rund um das Verwalterhaus lagen Küchen, Werkstätten und Ställe, in denen eine Vielzahl versklavter Bediensteter arbeitete. Die in den Feldern arbeitenden versklavten Menschen lebten in ordentlich angeordneten Hütten, die ein kleines Dorf bildeten. Jede Hütte hatte einen gepflegten Garten, und die Höfe waren voller Hühner und anderem Geflügel. Kinder der versklavten Arbeiter spielten in der Sonne nahe ihrer Häuser, während das Anwesen vom geschäftigen Leben der Plantage erfüllt war. Mount Vernon mit seinem großartigen Anwesen und seiner effizienten Organisation stand in starkem Kontrast zu den typischen Plantagen seiner Zeit. Viele Plantagenbesitzer überließen die Verwaltung ihrer Grundstücke vollständig den Verwaltern und konzentrierten sich ausschließlich auf die Einnahmen und den Genuss von Luxus. Washington hingegen war tief in jeden Aspekt seines Anwesens eingebunden. Er war sowohl der Führer als auch der Hüter seines Königreichs und machte täglich Inspektionsrunden, oft zu Pferd, um seine Felder, Weiden, Fischereien und Mühlen zu überprüfen. Während seiner Inspektionsrunden trug Washington gewöhnlich einen schlichten, aber auffälligen dunklen Mantel mit goldenen Knöpfen. Seine würdevolle Erscheinung wurde durch seine natürliche Anmut und seine imposante Statur ergänzt. Mit über 180 Zentimetern Körpergröße hatte er ein beeindruckendes Aussehen, geprägt von perfekten Proportionen und einer zugleich gebietenden wie harmonischen Ausstrahlung. Wie Zeitgenossen ihn beschrieben, spiegelte sich Washingtons edler Charakter in seinem Handeln wider. Sein Mut war niemals waghalsig, seine Vorsicht niemals von Angst geprägt. Er war fleißig und arbeitsam, aber zugleich zugänglich und ausgeglichen. Sein scharfes Gedächtnis und sein gesunder Urteilsvermögen leiteten seine Entscheidungen, und er trug sich mit einer Würde, die niemals in Arroganz überging. Zu besonderen Anlässen, wie dem Besuch der Kirche oder von Freunden wie William Fairfax, reiste Washington in seiner Staatskutsche, gezogen von 4 Pferden. Seine schwarzen Bediensteten, darunter der Kutscher und der Aufseher, trugen elegante Livree, was den Glanz der damaligen Zeit widerspiegelte. Doch die Erwähnung von Dienern wirft eine heikle Frage auf. Besaß Washington Sklaven? Die Antwort lautet ja, doch um dies zu verstehen, muss man die Zeit und Kultur berücksichtigen, in der er lebte. Als in eine Gesellschaft hineingeborener Mann, in der die Sklaverei eine tief verwurzelte Institution war, wurde Washington, wie viele seiner Zeitgenossen, von den vorherrschenden Bräuchen und Normen geprägt. Historische Persönlichkeiten müssen im Kontext ihrer Zeit beurteilt werden, indem wir fragen, wie sie auf die Werte und Praktiken um sie herum reagierten und diese beeinflussten. Die Sklaverei, ein unbestreitbarer Makel in der Menschheitsgeschichte, wurde auf unzählige Arten gerechtfertigt, um wirtschaftlichen und sozialen Interessen zu dienen. Zum Beispiel argumentierten Befürworter der Sklaverei zur Zeit von König Ludwig dem 13. von Frankreich, dass freie Afrikaner das Christentum nicht annehmen würden, während versklavte Menschen konvertiert werden könnten. Andere behaupteten, die Sklaverei rette Kriegsgefangene vor der Hinrichtung durch ihre Besieger und präsentierten sie als angeblichen Vorteil für die Versklavten.
Solche Rechtfertigungen verschleierten die Brutalität und Unmenschlichkeit der Praxis, die mit den Portugiesen begann und sich auf die spanischen, französischen und englischen Kolonien ausbreitete. Über Jahrhunderte hinweg wurden schätzungsweise 40 Millionen Afrikaner entführt und versklavt. Um Washingtons Perspektive auf die Sklaverei zu verstehen, müssen wir die Umgebung betrachten, in der er aufwuchs. Washington betrachtete seine Sklaven mit einem Sinn für Verantwortung, ähnlich einem Vater, der über seine Kinder wacht. Er überarbeitete sie nicht, ließ sie jedoch auch nicht untätig sein. Für ihn war Untätigkeit schlimmer als übermäßige Arbeit. Die Natur selbst gedeiht durch Arbeit, während Inaktivität zu Verfall führt. Produktive Arbeit erhält nicht nur Körper und Geist, sondern fördert auch Disziplin und Zielstrebigkeit. Faulheit hingegen lädt oft zu negativen Gedanken und moralischem Verfall ein, wie das alte Sprichwort sagt: Der Teufel findet Arbeit für untätige Hände. Washington glaubte, dass die Führung anderer bedeutete, sicherzustellen, dass sie sinnvoll beschäftigt waren. Auf der grundlegendsten Ebene muss jeder Mensch sich selbst regieren und darauf achten, Untätigkeit zu vermeiden. Selbstdisziplin und Charakterbildung sind eine der höchsten Formen von Arbeit, die nur durch Hingabe und Streben nach Exzellenz erreichbar sind. Unabhängig vom Stand des Lebens, ob durch das Führen einer Nadel, das Arbeiten auf dem Feld oder das Schreiben mit einem Federkiel, bietet Arbeit einen Weg zu persönlichem Wachstum und Erfüllung. Doch diejenigen, die unter Zwang arbeiten, bleiben auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe, da ihre Motivation von äußerem Druck kommt. Dennoch sah Washington den Zwang als notwendigen Ausgangspunkt, der denen Struktur gab, die noch nicht bereit für höhere Bestrebungen waren. Wahrer Fortschritt beginnt, wenn ein Mensch nicht nur arbeitet, um seine Pflichten zu erfüllen, sondern um sich intellektuell und moralisch weiterzuentwickeln. Diejenigen, die durch ihre Arbeit danach streben, sich selbst zu verbessern, gehören einer höheren Ordnung der Menschheit an. Die großen Wohltäter der Geschichte, wie Washington und Franklin, verstanden dieses Prinzip. Sie arbeiteten unermüdlich und fanden Freude in der Erkenntnis, dass ihre Bemühungen sowohl ihnen selbst als auch anderen zugute kamen. Für sie verliehen Arbeit und Widrigkeiten dem Leben Bedeutung. Indem man die Pflichten seiner Position mit Treue und Integrität annimmt, kann jeder Erfüllung und Glück erreichen. Washingtons Beispiel und das seiner Zeitgenossen prägten die amerikanische Einstellung zum Wert der Arbeit. Der Franzose Laboulaye bemerkte, dass in den Vereinigten Staaten eine Person, die nichts tut, als Belastung für die Gesellschaft angesehen wird. Solche Personen, unabhängig von ihrem Reichtum, erfahren weder Respekt noch Vertrauen. Amerikaner erkennen an, dass Untätigkeit oft zu Fehlverhalten führt und schätzen das Prinzip, dass sinnvolle Arbeit das wahre Zeichen von Adel ist. Washingtons Führungsstil erstreckte sich auch auf die sorgfältige Organisation der Arbeit in seinem Haushalt. Seine Tagebücher offenbaren akribische Aufzeichnungen über den Fortschritt der Arbeiten und detaillierte Pläne für tägliche Aufgaben, die er bei Verzögerungen anpasste. Oft arbeitete er Seite an Seite mit seinen Sklaven, was dem damals weit verbreiteten Glauben widersprach, dass körperliche Arbeit erniedrigend sei. Diese schädliche Vorstellung, die ihren Ursprung in der Antike hatte und durch die Sklaverei in den amerikanischen Kolonien verstärkt wurde, entwertete Arbeit und schuf ein Gefühl der Minderwertigkeit unter den Versklavten. Obwohl die Sklaverei längst abgeschafft ist, lohnt es sich zu fragen, ob alle gesellschaftlichen Einstellungen zur Arbeit tatsächlich über diese überholten Ansichten hinausgewachsen sind. Auf Mount Vernon sahen Washingtons Sklaven ihn oft selbst in Garten oder Feldern arbeiten. Einmal verbrachte er mehrere Tage in der Schmiede mit seinen versklavten Arbeitern, um einen neuen Pflug nach seiner Konstruktion herzustellen. Zufrieden mit dem Ergebnis benutzte er den Pflug anschließend selbst, um eine neue Wiese vorzubereiten.
Als eines seiner Mühlengebäude durch Überschwemmung bedroht war, führte er seine Diener im strömenden Regen an, um das Gebäude zu retten, und arbeitete unermüdlich an ihrer Seite. Washington war ein Frühaufsteher und erwachte oft vor Tagesanbruch, besonders im Winter. Um niemanden zu stören, entzündete er sein Feuer selbst und verbrachte die frühen Stunden mit Lesen oder Schreiben. Das Frühstück war um 7 Uhr im Sommer und um 8 Uhr im Winter. Er trank typischerweise 2 Tassen Tee und aß Hoe Cakes. Das Mittagessen fand um 2 Uhr statt, und obwohl er wohlhabend war, waren seine Mahlzeiten einfach. Zu seinem Essen trank er 2 Gläser Wein und manchmal Apfelwein. Um 9 Uhr ging er zu Bett. Er führte sorgfältig Buch über alle Aktivitäten auf seinem Anwesen und hielt detaillierte Aufzeichnungen, die ihm klare Übersicht über seine Geschäfte ermöglichten. Tabak war die Hauptkultur auf Mount Vernon, den Washington über Ladepunkte entlang des Potomac-Flusses nach England exportierte. Sein Ruf für Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit war so stark, dass Händler selten die Kisten überprüften, die sein Siegel trugen. Washington liebte es, Gäste zu empfangen, und sein Haus war häufig ein Treffpunkt für angesehene Persönlichkeiten der Kolonien. Während der Fuchsjagdsaison wurde sein Haus ein Zentrum für Gleichgesinnte, darunter Lord Fairfax und andere gebildete Herren. Washington schätzte diese Begegnungen ebenso sehr wie das Lesen guter Bücher. Neben der Bewirtschaftung seines Anwesens verfolgte Washington ehrgeizige Projekte. Eines dieser Vorhaben bestand darin, ein riesiges Sumpfgebiet von fast 50 Kilometern Länge und 16 Kilometern Breite zu entwässern, um es in fruchtbares Weideland zu verwandeln. Er inspizierte das Gebiet, reiste zu Fuß und zu Pferd durch dichte Wälder, dornige Dickichte und tückische Sümpfe. Trotz der Gefahren kartierte er die Region und entwickelte einen Entwässerungsplan. Sein persönliches Engagement motivierte andere, das Projekt zu finanzieren, das die Wildnis innerhalb weniger Jahre in fruchtbare Felder und Weiden verwandelte. Dieses aktive und zielgerichtete Leben erfüllte Washington zutiefst, und er wünschte sich, es unbegrenzt fortsetzen zu können. Doch die Geschichte hatte andere Pläne. Der eskalierende Konflikt zwischen den amerikanischen Kolonien und England, ein Ausgang, den Washington, seiner Mutterland treu ergeben, niemals angestrebt hatte, riss ihn plötzlich aus seinem friedlichen Dasein und warf ihn in den Sturm der Revolution. Kapitel 5 – Die Boston Tea Party und darüber hinaus. Um den Konflikt zwischen den amerikanischen Kolonien und Großbritannien zu verstehen, müssen wir seine Wurzel betrachten. Die englische Regierung verletzte ihre eigene Verfassung, indem sie den Kolonien ohne deren Zustimmung Steuern auferlegte. Nach englischem Recht erforderten neue Steuern die Zustimmung der Volksvertreter. Indem die Regierung dieses Prinzip ignorierte, handelte sie gesetzwidrig und verriet ihre Pflicht, das Recht zu wahren. Diese Missachtung der Gerechtigkeit ist eines der beunruhigendsten Beispiele in der Geschichte, wie eine Regierung ihre eigenen rechtlichen Grundlagen untergräbt. Lord Camden, ein scharfsinniger englischer Staatsmann, warnte Benjamin Franklin vor den möglichen Konsequenzen. Camden sagte zu Franklin: Trotz ihrer erklärten Loyalität zu England glaube ich, dass die Amerikaner eines Tages ihre Unabhängigkeit erklären werden. Franklin versicherte ihm, dass die Kolonien keine Absicht hätten, sich von Großbritannien zu trennen, es sei denn, sie würden ungerecht behandelt. Camden erwiderte wissend: Und genau deshalb sehe ich es kommen. Camdens Vorhersage wurde wahr. Das Ministerium von König George verhängte Steuern auf bestimmte Waren in den Kolonien. Die Amerikaner reagierten mit einem Boykott dieser Waren, wodurch Großbritannien gezwungen war, die Steuer zurückzunehmen. Die Rücknahme geschah jedoch nicht wegen der Ungerechtigkeit des Gesetzes, sondern weil Großbritannien Produkte besteuern wollte, von denen es glaubte, dass die Kolonien nicht darauf verzichten könnten. Ein solcher Versuch war der Stamp Act,
der verlangte, dass alle rechtlichen Dokumente auf gestempeltem Papier gedruckt werden mussten, für das eine Steuer erhoben wurde. Die britische Regierung nahm an, dass dies für amerikanische Händler unvermeidlich wäre. Stattdessen passten sich die Kolonisten an, indem sie sich auf mündliche Vereinbarungen verließen, wodurch die Steuer wirkungslos wurde. Kein einziges Blatt gestempelten Papiers wurde verkauft. Die Ungerechtigkeit dieser Maßnahmen führte zu Unruhen in den Kolonien. Obwohl es gelegentlich zu Ausbrüchen kam, bemühten sich die Kolonialführer, den Widerstand innerhalb legaler Grenzen zu halten. Selbst zu diesem Zeitpunkt unterstützte Washington keine Unabhängigkeit. Er schrieb einem Freund: Die Unabhängigkeit ist weder der Wunsch noch im Interesse der Kolonien. Aber keine Kolonie wird es zulassen, dass ihre grundlegenden Rechte zerstört werden. Rechte, die für das Glück eines freien Landes und die Sicherheit von Leben, Freiheit und Eigentum entscheidend sind. Trotz wachsender Spannungen hofften die meisten Amerikaner, einen vollständigen Bruch mit Großbritannien zu vermeiden. Sie beteten in ihren Kirchen für Frieden und sandten Petitionen an den König und das Parlament. Washington selbst schrieb an ein Parlamentsmitglied und brachte seine Erleichterung über die Aufhebung des Stamp Act zum Ausdruck. Die Aufhebung, aus welchem Grund auch immer, ist zu feiern. Hätte das Parlament sie durchgesetzt, wären die Folgen für Großbritannien und die Kolonien katastrophal gewesen. Diejenigen, die für ihre Aufhebung gearbeitet haben, verdienen den Dank eines jeden britischen Untertanen, einschließlich meines eigenen. Obwohl der Stamp Act aufgehoben wurde, geschah dies lediglich, weil er seine Ziele nicht erreicht hatte. Die Absicht der britischen Regierung, die Kolonien zu kontrollieren und auszubeuten, blieb unverändert und bereitete den Boden für weitere Konflikte. Schon bald verhängte die britische Regierung mit Unterstützung des Parlaments neue Steuern auf Tee, Papier, Glas und Farbe. Diese Maßnahmen entfachten den Zorn in den Kolonien erneut. Als Reaktion darauf gründeten mehrere Kolonien Bündnisse, in denen sich die Mitglieder verpflichteten, keine importierten britischen Waren zu kaufen. Es sei denn, es war unbedingt notwendig. Ziel war es, britische Händler dazu zu bringen, die Regierung zu überzeugen, diese Steuern zurückzunehmen. Washington äußerte seine Gedanken dazu in einem Brief an einen Freund. In einer Zeit, in der unsere britischen Herrscher nichts Geringeres verlangen als den Verlust der amerikanischen Freiheit, ist es unerlässlich zu handeln, um die von unseren Vorfahren überlieferte Freiheit zu schützen. Die Herausforderung besteht darin, den richtigen Ansatz zu wählen. Ich bin fest davon überzeugt, dass kein Mann zögern sollte, zu den Waffen zu greifen, um einen solch wertvollen Segen zu verteidigen, obwohl ich betonen muss, dass Gewalt das letzte Mittel sein sollte. Petitionen an den Thron und Appelle an das Parlament haben sich bereits als wirkungslos erwiesen. Vielleicht wird ein Handelsstopp, der ihre Märkte austrocknet, die Aufmerksamkeit auf unsere Rechte lenken. Die nördlichen Kolonien scheinen diese Strategie zu verfolgen, und ich halte sie für einen vernünftigen Plan. Vorausgesetzt, sie wird umfassend umgesetzt. Dieser Brief spiegelt die abwägende Haltung der damaligen Führer gegenüber den rechtswidrigen Maßnahmen des Parlaments wider. Doch Großbritannien setzte seine Unterdrückungspolitik fort. Indem die Regierung den kolonialen Widerstand als Hochverrat behandelte, umging sie amerikanische Richter, die sich weigerten, diese Anklagen durchzusetzen, und schuf stattdessen neue Gerichte, die mit loyalen britischen Marineoffizieren besetzt waren. Richter wurden entlassen und ersetzt, oft unter Verletzung rechtlicher Normen. Um die Kontrolle weiter zu verschärfen, wurden schwere Verbrechen zur Verhandlung nach England verlegt, wodurch die Kolonisten um faire Prozesse gebracht wurden. Diese Maßnahmen vertieften die amerikanische Verbitterung und führten zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Bürgern und britischen Soldaten. Die Briten verspotteten die Kolonisten als Yankees, ein abwertender Begriff aus der Sprache der Irokesen, der feige und schlecht bedeutete. Die Amerikaner reagierten, indem sie die britischen Soldaten Krabben und Bluthunde nannten, eine Anspielung auf ihre roten Uniformen.
Die Spannungen eskalierten, als der Hafen von Boston die Einfahrt von Schiffen mit britischem Tee verweigerte. Daraufhin umstellten britische Kriegsschiffe den Hafen und erklärten, dass solche Verweigerungen nicht länger toleriert würden. Dies provozierte die Einwohner von Boston weiter und führte zur berühmten Boston Tea Party. Eines Nachts stieg eine Gruppe von Männern, verkleidet als Ureinwohner, an Bord der Schiffe und warf 342 Kisten Tee ins Wasser. Als Vergeltung schloss die britische Regierung den Hafen von Boston, was der Wirtschaft der Stadt schwer schadete, da der Handel praktisch lahmgelegt wurde. Trotz der Härte gaben die Menschen in Boston nicht nach und zeigten ihre Entschlossenheit angesichts der britischen Unterdrückung. Als Reaktion auf die Unruhen in Massachusetts wies die britische Regierung die anderen Kolonien an, dessen Bewohner als Rebellen zu behandeln. Im Parlament entbrannten hitzige Debatten. Ein General äußerte sich verächtlich über die Bürger von Boston und behauptete kühn, er könne alle amerikanischen Rebellen mit nur 5 Infanterieregimentern zerschlagen. Andere hingegen verteidigten die Kolonisten. Wilkes, ein lautstarker Verfechter der amerikanischen Rechte, verurteilte die ungerechte Behandlung durch Großbritannien und warnte das Parlament vor den Konsequenzen. Wilkes erklärte: Unsere Minister reißen die Bande zwischen Nordamerika und Großbritannien auseinander, während die Kolonisten nur Frieden, Freiheit und Sicherheit suchen. Sie mögen Boston niederbrennen oder mit Truppen befestigen, doch sie werden die gesamte Provinz verlieren. Ich sehe die Wurzeln von Amerikas Unabhängigkeit wachsen. In ihrer Freiheit werden sie eine Größe erreichen, die den mächtigsten Reichen ebenbürtig ist. Wollen Sie sie in die Verzweiflung treiben? Wenn ja, werden Sie erleben, wie Sie Ihr Eigentum mit einem Mut verteidigen, der aus Ihrem Hass auf Tyrannei und dem Geist der Freiheit erwächst, den Sie von unseren Vorfahren geerbt haben. Wilkes' Warnungen blieben ungehört. Das Parlament, im Einklang mit der Regierung, erklärte nicht nur Boston, sondern die gesamte Provinz Massachusetts zum rebellischen Gebiet und stellte es praktisch unter Kriegsrecht. Diese Entscheidung kam einer Kriegserklärung gleich. Als die Nachricht dieses Erlasses Massachusetts erreichte, trafen sich die Vertreter der Kolonie in Salem und riefen zu einem allgemeinen Kongress aller amerikanischen Kolonien auf. Dieser Aufruf fand breite Zustimmung, obwohl die Delegierten Georgias später eintrafen. Philadelphia wurde als Tagungsort gewählt und am 4. September 1774 trat der erste Kontinentalkongress zusammen. Die 51 Delegierten waren überwiegend ernsthafte und würdevolle Männer, wobei Washington als einer der herausragendsten Teilnehmer hervorstach. Kurz vor dem Kongress schrieb Washington an einen Freund: Worum kämpfen wir wirklich? Es geht nicht nur um die 3 Pence Steuer pro Pfund Tee, es geht um unsere grundlegenden Rechte. Wenn ich glauben würde, dass das Parlament das legitime Recht hätte, uns ohne unsere Zustimmung zu besteuern und damit unsere Satzungen und unsere Verfassung zu verletzen, würde ich mich ausschließlich für Petitionen und Appelle einsetzen. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass das Parlament kein größeres Recht hat, mir Geld aus der Tasche zu nehmen, als ich es hätte, es meinem Nachbarn zu nehmen. Der Kongress begann mit einem einstimmigen Beschluss, das Treffen mit einem Gebet zu eröffnen. Ein Geistlicher las aus dem 35. Psalm und rief Gott um Unterstützung in einer gerechten Sache an. Herr, führe meine Sache wider meine Widersacher. Streite wider die, die wider mich streiten. Ergreife Schild und Panzer und mache dich auf, mir zu helfen. Der Kongress entwarf daraufhin eine Erklärung der Rechte, in der die rechtmäßigen Ansprüche der Kolonien klar dargelegt wurden. Sie erneuerten ihren Beschluss, britische Waren zu boykottieren, bis die ungerechten Forderungen zurückgezogen würden. Zudem wurden 3 zentrale Dokumente vorbereitet: eine Ansprache an das britische Volk, ein Memorandum an die amerikanische Bevölkerung und eine Petition an den König. Diese Bemühungen spiegelten den Wunsch wider, selbst in letzter Minute noch Raum für eine friedliche Lösung zu lassen. Die Ansprache an das britische Volk war fest, aber respektvoll formuliert:
Man hat ihnen gesagt, wir seien Rebellen, die die Autorität ablehnen und nach Unabhängigkeit streben. Das ist eine Lüge. Gewähren Sie uns die gleichen Freiheiten, die Sie genießen. Und wir werden unsere Union mit Ihnen als unser größtes Glück feiern. Wir werden gerne Opfer für das Wohl des Reiches bringen, Ihre Feinde als die unseren betrachten und unsere Interessen mit den Ihren in Einklang bringen. Doch wenn Sie es Ihren Ministern erlauben, Gerechtigkeit, Menschlichkeit und die Grundlagen der Verfassung zu missachten, und wenn Sie weiterhin unser Blut vergießen, erklären wir, dass wir niemals die Sklaven eines Ministers oder einer Nation sein werden. Trotz dieser Appelle blieben der König, seine Minister und das Parlament unnachgiebig. Der große englische Staatsmann Chatham verteidigte die amerikanische Sache leidenschaftlich, konnte jedoch seine Landsleute nicht überzeugen. In einer Rede lobte er den Kontinentalkongress. Wenn Ihre Lordschaften die Dokumente aus Amerika betrachten, verdienen ihre Anständigkeit, Festigkeit und Weisheit höchsten Respekt. In all meinen Studien, selbst bei Thukydides und den großen Staatsmännern der Welt, hat keine Gruppe von Männern größeren Verstand, Klugheit und Weisheit gezeigt, um so schwierige Umstände zu bewältigen als der Kongress in Philadelphia. Ich freue mich über Amerikas Widerstand. Eine Bevölkerung von 3 Millionen Menschen, die sich bereitwillig in die Sklaverei fügen würde, hätte bewiesen, dass sie weder in der Lage ist, sich selbst noch andere zu regieren. Washingtons Führungsstärke und Verhalten während des Kongresses weckten tiefes Vertrauen bei seinen Landsleuten. Patrick Henry, eines der prominentesten Mitglieder, wurde bei seiner Rückkehr nach Hause gefragt, wen er für die bedeutendste Persönlichkeit des Kongresses halte. Patrick Henry antwortete: Wenn Sie sich auf Beredsamkeit beziehen, ist Rutledge aus South Carolina der beste Redner. Aber wenn es um tiefes Wissen und solides Urteilsvermögen geht, ist Oberst Washington zweifellos der größte Mann in der Versammlung. Während die Spannungen zunahmen und die Aussicht auf einen Konflikt immer wahrscheinlicher wurde, beruhigte es viele, dass Washington nicht nur ein begabter Staatsmann, sondern auch ein erfahrener Soldat war, bereit, jede Herausforderung zu meistern, die vor ihm lag. Kapitel 6 – Eine Führungspersönlichkeit für die Revolution. Die Bemühungen einiger der besten Führer Englands, an das Gerechtigkeitsgefühl der Regierung zu appellieren, scheiterten. Massachusetts wurde unter Kriegsrecht gestellt und es wurden Befehle erteilt, militärische Vorräte der Kolonisten zu beschlagnahmen, beginnend in Boston. Diese Maßnahmen lösten Empörung in allen Kolonien aus. Es wurde klar, dass die Tyrannei die Rechte des amerikanischen Volkes vernichten wollte. Patrioten sammelten sich und waren bereit, ihr Leben zu riskieren, um ihre Freiheiten zu verteidigen. Der Konflikt eskalierte, als die Briten versuchten, ein weiteres Waffenlager in Concord zu zerstören. Eine kleine Gruppe von 80 Amerikanern stand 800 britischen Soldaten gegenüber. Obwohl zahlenmäßig unterlegen, leisteten die Amerikaner mutigen Widerstand. Nach Abschluss ihrer Mission traten die Briten den Marsch zurück nach Boston an, doch ihr Rückzug wurde zu einem Desaster. Verstärkte amerikanische Kräfte umzingelten und attackierten sie auf dem Weg. Die Briten erlitten schwere Verluste und wären vernichtet worden, wenn nicht 1000 Verstärkungen zu ihrer Rettung eingetroffen wären. Obwohl die Amerikaner ihre Vorräte in Concord nicht retten konnten, erwies sich ihr Widerstand als inspirierend. Sie hatten sich mit nichts weiter als Jagdgewehren und Entschlossenheit gegen die hoch ausgebildeten Soldaten Britanniens behauptet. Geschickte Scharfschützen nutzten Bäume, Hügel und Steinmauern als Deckung und entwickelten eine Art des Präzisionsschießens, die später die militärische Taktik beeinflussen sollte. Der Ruf zu den Waffen hallte durchs Land, als einfache Bürger, Bauern, Jäger und Handwerker zu ihren Musketen griffen, einfache Kleidung anzogen und sich auf den Kampf vorbereiteten. Diese Minutemen waren bereit, jederzeit in den Kampf zu ziehen. Einige wohlhabendere Männer mit gepuderten Perücken schlossen sich ihnen an, obwohl die britischen Soldaten ihr Aussehen zuvor verspottet hatten. Nach dem demütigenden Rückzug aus Concord hatten die Briten jedoch wenig Grund weiterzulachen.
Amerikaner aus allen Richtungen strömten nach Boston, das unter britischer Kontrolle stand. Innerhalb kurzer Zeit umzingelten 15.000 Patrioten die Stadt von der Landseite her und waren entschlossen, die Briten daran zu hindern, weiter ins Landesinnere vorzudringen. Die Lage in Boston war angespannt. Die Zivilbevölkerung wurde von den britischen Besatzungstruppen streng überwacht und konnte sich nicht frei bewegen. General Gage, der britische Kommandant, wurde nervös und fürchtete, die Bürger könnten sich gegen ihn erheben. Er versprach, sie die Stadt verlassen zu lassen, um sich den amerikanischen Truppen anzuschließen, wenn sie ihre Waffen abgaben. Im Vertrauen auf sein Wort übergaben die Bürger ihre Waffen, doch Gage brach sein Versprechen und hielt sie in Boston als Geiseln fest. Eines Tages, zur Erleichterung der Briten und zum Entsetzen der Amerikaner, trafen englische Schiffe im Hafen von Boston ein und brachten 4.000 Verstärkungen unter General Howe. Howe, ein selbstsicherer Kommandant, war überzeugt, die amerikanischen Truppen mühelos zerstreuen zu können. Doch als er in Boston landete und von dem katastrophalen britischen Rückzug aus Concord hörte, dürfte sein Selbstvertrauen erschüttert worden sein. Trotz seiner vorherigen Prahlereien startete er keinen sofortigen Angriff auf die amerikanischen Truppen, die die Stadt belagerten. Stattdessen handelten die Amerikaner zuerst. Über Nacht errichteten sie Befestigungen in der Nähe der Stadt. Daraufhin schickte General Howe die gesamte britische Truppe, um sie zu vertreiben. Die folgende Schlacht war heftig, beide Seiten kämpften erbittert. Die amerikanischen Scharfschützen schlugen 2 britische Angriffe zurück und hätten wahrscheinlich weitere Angriffe abgewehrt, wären ihnen nicht die Munition ausgegangen. Nach dem 3. Angriff gezwungen, sich zurückzuziehen, zogen sich die Amerikaner in geordneter Weise zurück, sodass die Briten, zu schwer angeschlagen, sie nicht verfolgen konnten. Obwohl die Briten das Schlachtfeld technisch gesehen hielten, war der Mut und die Widerstandsfähigkeit der unerfahrenen amerikanischen Kämpfer unbestreitbar. Diese Bürgersoldaten hatten sich gegen eine hochdisziplinierte britische Armee unter der Führung erfahrener Generäle behauptet. Der Preis für diesen Sieg war jedoch enorm. Die Amerikaner verloren 453 Männer, während die Briten über 1054 Verluste erlitten. General Howe soll wütend ausgerufen haben: Ich habe noch nie solch verheerende Verluste in so kurzer Zeit erlebt. Die Wildheit und das Ausmaß dieses Blutvergießens sind beispiellos in meiner militärischen Laufbahn. Dieses Gefecht wurde als die Schlacht von Bunker Hill bekannt. Die Amerikaner, die an diesem Tag fielen, sicherten sich ihren Platz in der Geschichte und wurden später mit einem Denkmal an der Stätte geehrt. Ihr Durchhaltevermögen bewies, dass Truppen, die für ihre Freiheit kämpfen, selbst den stärksten Armeen standhalten können. Als Washington von der Schlacht erfuhr, zeigte er sich tief bewegt und erklärte: Die Freiheit des Landes ist gesichert. Während die Briten nun das Schlachtfeld und die Befestigungen kontrollierten, beendete die Schlacht nicht die Belagerung von Boston. Die Amerikaner blieben entschlossen und der Kampf um die Unabhängigkeit ging weiter. Am 10. Mai 1775 trat der Kontinentalkongress erneut zusammen, um die Verteidigung der Kolonien zu besprechen. Als Vorsitzender aller Militärausschüsse spielte Washington eine Schlüsselrolle in diesen Diskussionen. Die Zeit war gekommen, einen Oberbefehlshaber zu ernennen, und während mehrere erfahrene Männer, darunter ehemalige britische Offiziere und Anführer jüngster Schlachten, hofften, gewählt zu werden, suchte Washington nicht aktiv nach der Position. Getreu seinem Charakter vermied er es, in irgendeiner Weise Einfluss zu seinen Gunsten auszuüben. Am 15. Juni stimmte der Kongress ab und Washington wurde einstimmig gewählt, abgesehen von seiner eigenen Stimme. Er drückte seine Dankbarkeit für das Vertrauen aus und gelobte, treu zu dienen, erkannte jedoch bescheiden die bevorstehenden Herausforderungen an. Er erklärte: Sollte irgendein unglückliches Ereignis eintreten, das meinem Ruf schadet, bitte ich, dass sich jeder Gentleman in diesem Raum daran erinnert, dass ich heute mit größter Aufrichtigkeit erkläre,
Ich halte mich nicht für der Aufgabe gewachsen, mit der ich geehrt wurde. Washington betrachtete seine Wahl als einen Ruf der Vorsehung, beschloss, alles zu geben und vertraute auf Gottes Führung. Die Annahme dieser Rolle bedeutete ein erhebliches persönliches Opfer. Washington liebte den Frieden seines Zuhauses und die Freuden des Familienlebens. Doch er wusste, dass ihn diese Aufgabe für lange Zeit von seiner Familie trennen würde. Er war sich der Größe der Aufgabe und der bevorstehenden Entbehrungen bewusst, doch sein starker Pflichtsinn und sein Vertrauen in die göttliche Vorsehung gaben ihm die Kraft, diese Herausforderung anzunehmen. In Briefen, die er kurz nach seiner Ernennung schrieb, drückte er sowohl Entschlossenheit als auch Traurigkeit aus. In einem Brief an seine geliebte Frau schrieb Washington: Glaube mir, wenn ich dir feierlich versichere, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um diese Ernennung zu vermeiden, nicht nur, weil ich nicht von dir und unserer Familie getrennt sein wollte, sondern auch, weil ich spüre, dass diese Verantwortung größer ist als meine Fähigkeiten. Ich würde mehr wahres Glück in einem Monat mit dir zu Hause finden, als ich jemals in der Fremde erhoffen könnte. Dennoch vertraue ich auf die Vorsehung, die mich stets beschützt hat, und bin zuversichtlich, dass ich im Herbst wohlbehalten zu dir zurückkehren werde. Die Mühen oder Gefahren dieses Feldzugs werde ich nicht scheuen. Mein Unglück besteht allein darin zu wissen, wie sehr du dich während meiner Abwesenheit sorgen wirst. Ich bitte dich inständig, all deine Stärke aufzubringen und das Beste aus dieser Zeit der Trennung zu machen. Nichts wird mir mehr Freude bereiten, als von dir zu hören, dass es dir gut geht und du dich so gut wie möglich zurechtfindest. An einen Freund schrieb Washington: Die Sache meines Landes hat mir eine schwierige und gefährliche Pflicht auferlegt. Aber ich vertraue darauf, dass die allweise Vorsehung, die über das menschliche Schicksal wacht, mir die Fähigkeit gewähren wird, diese Pflicht treu und erfolgreich zu erfüllen. Als Oberbefehlshaber wurde Washington ein monatliches Gehalt von $500 angeboten, doch er lehnte jede Bezahlung für seine Dienste ab. Stattdessen erklärte er, dass er nur die persönlichen Ausgaben, die ihm während seiner Amtszeit entstehen würden, dokumentieren und um Erstattung bitten würde. John Adams, ein prominentes Mitglied des Kongresses, schrieb an einen Freund und zeigte sich beeindruckt von Washingtons Selbstlosigkeit. Es ist etwas Inspirierendes an Washingtons Handlungen. Ein Mann, einer der reichsten des Kontinents, der sein bequemes Zuhause, seine Familie und Freunde verlässt, seinen Komfort opfert und alles für die Sache seines Landes riskiert. Seine Motive sind edel und selbstlos. In dem offiziellen Ernennungsschreiben, das Washington am 20. Juli überreicht wurde, lobte der Kongress seinen Patriotismus, seinen Mut, seine Treue, seine Integrität und die beispielhafte Reinheit seines Lebens. Als seine Abreise zur Armee näher rückte, suchten viele die Gelegenheit, ihn zu sehen. Auf Wunsch örtlicher Offiziere inspizierte er mehrere Milizkompanien und beeindruckte alle mit seiner beeindruckenden Ausstrahlung. Washington Irving beschrieb die Szene: Selten wurde die öffentliche Vorstellung eines Kommandanten so perfekt verkörpert. Mit 43 Jahren war Washington in der Blüte seines Lebens, stattlich in seiner Statur, edel in seiner Erscheinung und ruhig und würdevoll in seinem Auftreten. Als er mit müheloser Eleganz auf seinem Pferd saß, zog seine militärische Haltung alle Blicke auf sich. Überall, wo er hinkam, erfüllten Jubelrufe und Bewunderung die Luft. Abigail Adams, die kluge Ehefrau von John Adams, schrieb in einem Brief an eine Freundin: Würde, Gelassenheit und Anmut, der Gentleman und der Soldat, vereinen sich in ihm auf schöne Weise. Bescheidenheit ziert jedes Merkmal seines Gesichts. Als ich ihn beobachtete, erinnerte ich mich an diese Zeilen von Dryden. Sieh seine majestätische Gestalt. Er ist ein Tempel, heilig geboren und von göttlichen Händen erbaut. Kapitel 7: Die Vereinigung der 13 Kolonien. Zu diesem kritischen Zeitpunkt beschloss der Kongress, einen letzten Appell an den König zu richten. In einer respektvollen Petition erklärten sie: Wir versichern Eurer Majestät, dass wir trotz der Härten, die eure treuen Kolonisten in diesem Konflikt ertragen mussten, weiterhin tiefen Respekt für das Königreich hegen, aus dem wir stammen.
Wir sind weit davon entfernt, etwas zu verlangen, das die Würde oder den Wohlstand des Mutterlandes beeinträchtigen könnte. Dies bot der britischen Regierung eine weitere Gelegenheit, eine friedliche Lösung zu suchen. Doch London ignorierte die Petition vollständig. Die Antwort an die Kolonien wurde der Armee von General Howe überlassen, in der Erwartung, dass er die sogenannte Rebellion bald niederschlagen würde. Währenddessen erreichte Washington das amerikanische Lager vor Boston. Ein Armeekaplan beschrieb das Lager anschaulich. Es ist recht unterhaltsam, durch die Lager zu gehen. Sie unterscheiden sich so sehr im Stil wie die Soldaten in ihrer Kleidung. Manche Zelte sind aus Brettern, andere aus Segeltuch, wieder andere aus beidem zusammengezimmert. Einige nutzen Stein, Torf, Ziegel oder Zweige. Manche wurden hastig errichtet, während andere sorgfältig mit kunstvollen Designs gestaltet sind. Zu seiner Enttäuschung fand Washington die Lage viel schlechter vor, als man ihn hatte glauben lassen. Die Armee zählte nur 16.000 Mann statt der versprochenen 20.000 und lediglich 14.000 waren einsatzbereit. Anstelle einer einheitlichen Truppe begegnete er verstreuten Gruppen von Soldaten, die mit improvisierten Waffen ausgerüstet waren und von unabhängigen Führern ohne zentrale Koordination geleitet wurden. Es gab keine Artillerie und keine ordentliche militärische Organisation. Washingtons erste Aufgabe bestand darin, diese chaotische Masse in eine funktionierende Armee zu verwandeln, eine gewaltige Herausforderung angesichts der eigenwilligen und undisziplinierten Art der Männer. In Boston selbst verfügten die Briten über 11.000 gut ausgebildete und hervorragend ausgerüstete Soldaten, die vollständig auf den Krieg vorbereitet waren. Angesichts einer so starken Streitmacht benötigte Washington außergewöhnliche Geduld, Entschlossenheit und Geschick, um Einheit und Disziplin unter seinen Truppen zu schaffen. Seine Jahre der sorgfältigen Vorbereitung und sein Durchhaltevermögen kamen ihm bei dieser überwältigenden Verantwortung zugute. Mit diesen Qualitäten begann er, Ordnung und Strategie zu vermitteln, da er wusste, dass der Erfolg von harmonischer Koordination abhängen würde. Da seine Armee noch nicht bereit für einen direkten Angriff war, wandte Washington die Strategie von Fabius an, die auf Verzögerung und Vorsicht beruhte. Im Laufe des Jahres unternahmen beide Seiten keine nennenswerten Schritte. Im Dezember verlangten einige amerikanische Soldaten, deren Verpflichtungen ausliefen, ihre Entlassung. Washington respektierte ihre Rechte und entließ sie, wodurch seine Streitmacht auf etwa 10.000 Mann schrumpfte. Gleichzeitig erhielten die Briten in Boston Verstärkungen aus England, was die Herausforderungen für Washington weiter verschärfte. Die Herausforderungen, denen sich Washington als Kommandant gegenübersah, waren weit größer, als die meisten Patrioten verstanden. Viele erwarteten schnelle Schlachten und Siege, sobald er das Kommando übernahm. Ein Jahr später, ohne größere Erfolge vorweisen zu können, wuchs die Frustration. 2 Briefe Washingtons an Colonel Reed aus dieser Zeit geben Einblick in seine Kämpfe. In einem Brief schrieb Washington: Durchsucht die umfangreichen Geschichtsbände, und ich bezweifle, dass Sie einen Fall wie unseren finden. Eine Position 6 Monate lang gegen die besten britischen Truppen zu halten, ohne Pulver, dann eine Armee aufzulösen und eine neue aufzustellen, und das alles in Schlagweite eines verstärkten Feindes. Es ist eine unmögliche Situation, was dabei herauskommt, kann nur die Zeit zeigen. Ich wünschte nur, dieser Monat wäre vorüber. Im Februar 1776 schrieb Washington erneut: Ich bin mir schmerzlich der Lage bewusst, in der ich mich befinde. Ich weiß, dass die Menschen viel von mir erwarten, aber ohne Männer, Waffen, Munition oder auch nur die grundlegenden Bedürfnisse eines Soldaten kann wenig erreicht werden. Schlimmer noch, ich kann mich der Welt nicht rechtfertigen, ohne meine Schwächen offenzulegen und der Sache zu schaden, was ich entschlossen bin, nicht zu tun, es sei denn, es ist notwendig. Meine Situation ist so frustrierend, dass ich, wenn ich mehr Wert auf meinen Seelenfrieden als auf das öffentliche Wohl legen würde, schon längst alles auf ein verzweifeltes Spiel gesetzt hätte. Statt der 20.000 gut bewaffneten Soldaten, die sich die Menschen vorstellen, hatte ich weniger als die Hälfte dieser Zahl, einschließlich der Kranken,
derjenigen mit Urlaub und anderer im Dienst. Und selbst diese sind schlecht ausgerüstet und gekleidet. Ich musste alle meine strategischen Fähigkeiten aufbieten, um unseren Zustand sogar vor meinen eigenen Offizieren zu verbergen. Trotz dieser Schwierigkeiten arbeitete Washington unermüdlich daran, die Armee wieder aufzubauen und zu stärken. Er konzentrierte sich nicht nur auf logistische Bedürfnisse wie Waffen und Vorräte, sondern bemühte sich auch, Disziplin und Zielbewusstsein in seine Truppen zu bringen. Einige seiner Männer führten ein unordentliches Leben, was ihn dazu veranlasste, einen strengen Befehl auszugeben. In dieser Zeit der nationalen Not haben Männer genug zu tun, indem sie Gott und ihrem Land dienen, ohne sich Laster und Unmoral hinzugeben. Wir kämpfen für eine edle Sache, die Sache der Tugend und Menschlichkeit. Unsere Freiheit und die zukünftiger Generationen hängen von der Stärke unserer Bemühungen ab. Die Wahl ist einfach: Freiheit oder Sklaverei. Das sollte jeden Mann inspirieren, sich ehrenhaft zu verhalten. Die Truppen müssen jedoch verstehen, sollte ein Mann im Gefecht versuchen, sich zu drücken, sich zu verstecken oder ohne Befehl seines Kommandanten zurückzuweichen, wird er auf der Stelle erschossen, um ein Beispiel für Feigheit zu setzen. Feiglinge haben selbst die bestvorbereiteten Truppen zu oft durch ihr schändliches Verhalten untergraben. Im Lager löste Washingtons Tagesbefehl Spekulationen aus, dass er sich auf entschlossene Maßnahmen vorbereitete. Und genau das tat er. Er plante, die Dorchester Heights einzunehmen, eine strategisch wichtige Position mit Blick auf Boston. In der Nacht des 3. März, während schwerer Beschuss die Briten ablenkte, rückten amerikanische Truppen schnell vor, um die Heights zu besetzen und zu befestigen. Ihre Arbeit war so effektiv, dass General Howe bei Tagesanbruch die Befestigungen sah und ausrief: Die Rebellen haben in einer Nacht mehr Arbeit geleistet, als meine gesamte Armee in einem Monat hätte schaffen können. Washington rechnete mit einem heftigen Gegenangriff der Briten, da die Position auf den Dorchester Heights den Amerikanern die Kontrolle über die Stadt verschaffte und eine Wiederholung der blutigen Schlacht von Bunker Hill nahelegte. Doch starker Regen in den nächsten 2 Tagen verhinderte den britischen Vormarsch. In der Zwischenzeit verstärkten die Amerikaner ihre Verteidigungsanlagen weiter. Als der Sturm vorüber war und Howe die Lage neu bewertete, kam er zu dem Schluss, dass ein Angriff zu riskant sei. Ohne andere Option blieb ihm nichts anderes übrig, als die bittere Entscheidung zu treffen, Boston zu räumen und seine gesamte Armee per Schiff zurückzuziehen. Kurz darauf zog Washington in die Stadt ein. Die Nachricht von diesem Sieg verbreitete Freude und neuen Hoffnungsschimmer in den Kolonien. In Anerkennung dieses Ereignisses ließ der Kongress eine Goldmedaille anfertigen, um Washington zu ehren und die Befreiung Bostons zu feiern. Washington jedoch blieb bescheiden und dankte Gott für den Triumph. Während er erfreut war, dass dieser Erfolg die Moral der Patrioten stärkte, erkannte er den langen und schwierigen Weg, der noch vor ihnen lag, um die vollständige Unabhängigkeit zu erreichen. Er hätte gerne auf die persönliche Ehre verzichtet, wohl wissend, dass der Kampf um die Freiheit noch lange nicht vorbei war. Nach Jahren unbeachteter Petition und gescheiterter Versuche, eine faire Behandlung zu erlangen, beschlossen die Amerikaner, dass es an der Zeit sei, ihre Unabhängigkeit der Welt zu erklären. Sie fassten den Entschluss, ihre Bindungen an England zu lösen und eine eigene Nation zu gründen. Am 4. Juli 1776 wurde die Erklärung vor einer Menge in Philadelphia verkündet. Die 13 amerikanischen Kolonien hatten einstimmig für die Unabhängigkeitserklärung gestimmt. Die Freiheitsglocke erklang und trug die Inschrift »Freiheit im ganzen Land für alle seine Bewohner«. Ihr Läuten wurde von Glocken in benachbarten Städten beantwortet und verbreitete die Nachricht weit und breit. Innerhalb weniger Stunden wusste das ganze Land, dass die Kolonien einen entscheidenden, unumkehrbaren Schritt weg von England gemacht hatten. Einen Schritt, der ihnen durch die Tyrannei der Briten aufgezwungen worden war. Feierlichkeiten brachen in den Kolonien aus. In Savannah hielten die Bewohner eine symbolische Beerdigung für König Georg III. Ab und begruben seine Nachbildung vor dem Regierungsgebäude.
Ein Bürger hielt eine scharfe Grabrede und erklärte: Der König hat seinen Eid auf die Krone schamlos gebrochen. Er hat unsere Verfassung und die heiligen Rechte des Menschen mit Füßen getreten. Heute legen wir seinen politischen Körper ins Grab, das Verderbte zur Verderbnis, in der Hoffnung, dass er niemals wieder aufersteht, um über diese freien und unabhängigen Vereinigten Staaten von Amerika zu herrschen. Die Unabhängigkeitserklärung inspirierte freiheitsliebende Menschen in ganz Europa, während andere befürchteten, sie könnte weltweit Aufstände gegen Monarchien auslösen. Doch die Amerikaner hatten bemerkenswerte Geduld bewiesen und versucht, die Monarchie auf gesetzlichem Wege zu bewahren. Alles, was sie vom König verlangt hatten, war die Einhaltung der Gesetze des Landes. Gesetze, die die Grundlage jeder Regierung bilden, selbst einer Monarchie. Letztlich waren es König Georg III. Und seine Minister, die das Band zwischen England und den Kolonien zerschnitten. Die Amerikaner erklärten ihre Unabhängigkeit erst, nachdem jeder aufrichtige Versuch, gerechte Gesetzgebung zu erreichen, vereitelt worden war. Statt Gerechtigkeit begegnete man ihnen mit Unterdrückung. Statt Brot gab man ihnen Steine. Als sie respektvoll ihre Rechte einforderten, war die Antwort Tyrannei. Pulver und Blei anstelle von Versöhnung. Die Unabhängigkeitserklärung war keine leichtfertige Entscheidung, sondern ein notwendiger Schritt angesichts unnachgiebiger Ungerechtigkeit. Die Unabhängigkeitserklärung ist ein Meisterwerk, sowohl in ihrem Stil als auch in ihrer Botschaft. Die Amerikaner riefen andere nicht dazu auf, ihrem Beispiel zu folgen. Sie warnten vor übereilten Handlungen und erklärten: Klugheit wird in der Tat diktieren, dass seit langem bestehende Regierungen nicht aus leichten und vorübergehenden Gründen verändert werden sollten. Gleichzeitig zielt das Dokument darauf ab, ihre Entscheidung vor der Welt zu rechtfertigen, indem es die wahren Prinzipien gerechter Herrschaft darlegt. Zu den zentralen Aussagen gehört die mutige Erklärung: Die Geschichte des gegenwärtigen Königs von Großbritannien ist eine Geschichte wiederholter Verletzungen und Übergriffe, die alle direkt darauf abzielen, eine absolute Tyrannei über diese Staaten zu errichten. Um dies zu beweisen, sollen der ehrlichen Welt Tatsachen vorgelegt werden. Er hat sich mit anderen verbündet, um uns einer Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, die fremd zu unseren Verfassungen und von unseren Gesetzen nicht anerkannt ist, und hat ihrer vorgetäuschten Gesetzgebung zugestimmt. Die Unabhängigkeitserklärung zählt die zahlreichen Beschwerden auf, die die amerikanischen Kolonien dazu veranlassten, sich von der britischen Herrschaft zu lösen. Dazu gehörten: Steuern zu erheben ohne unsere Zustimmung. Uns in vielen Fällen das Recht auf ein Gerichtsverfahren mit Geschworenen zu verweigern. Uns über den Ozean zu transportieren, um uns wegen falscher Anschuldigungen vor Gericht zu stellen. Das freie englische Rechtssystem in einer benachbarten Provinz abzuschaffen und dort eine willkürliche Regierung einzusetzen. Unsere Charta zu entziehen, unsere wertvollsten Gesetze zu kippen und unsere Regierungen grundlegend zu verändern. Unsere Gesetzgebungen außer Kraft zu setzen und zu behaupten, die Macht zu besitzen, in allen Belangen für uns zu regieren. Die Regierung hier aufzugeben, indem er uns außerhalb seines Schutzes erklärte und Krieg gegen uns führte. Unsere Meere zu plündern, unsere Küsten zu verwüsten, unsere Städte niederzubrennen und das Leben unseres Volkes zu zerstören. Fremde Söldner heranzuziehen, um Tod, Zerstörung und Tyrannei zu vollstrecken. Unsere gefangenen Bürger zu zwingen, gegen ihr eigenes Land zu kämpfen, ihre Freunde und Familien zu töten oder selbst den Tod zu riskieren. Inländische Aufstände anzustiften und Angriffe auf unsere Grenzgebiete durch gnadenlose indigene Gruppen zu fördern, deren Kriegsmethoden unterschiedslos Menschen vernichten, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Zustand. Bei jedem dieser Unrechtstaten haben wir demütig um Abhilfe gebeten, wurden jedoch nur mit weiterer Härte beantwortet. Ein Herrscher, der sich so tyrannisch verhält, ist ungeeignet, ein freies Volk zu regieren. Auch an unsere britischen Brüder haben wir uns gewandt, doch auch sie haben den Ruf nach Gerechtigkeit und die Bande der gemeinsamen Herkunft ignoriert. Da uns keine anderen Optionen bleiben, müssen wir die Notwendigkeit der Trennung akzeptieren.
Von nun an betrachten wir sie wie die gesamte Menschheit, als Feinde im Krieg, aber als Freunde im Frieden. Daher erklären wir die Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika, versammelt im Allgemeinen Kongress und unter Anrufung des höchsten Richters der Welt, um die Lauterkeit unserer Absichten zu bekräftigen, feierlich im Namen und mit der Autorität des guten Volkes dieser Kolonien, dass diese Vereinigten Kolonien freie und unabhängige Staaten sind und das Recht dazu haben. Dass sie von aller Treue zur britischen Krone befreit sind. Dass alle politischen Verbindungen zwischen ihnen und Großbritannien vollständig aufgelöst sind und sein sollen. Im festen Vertrauen auf den Schutz der göttlichen Vorsehung verpflichten wir uns gegenseitig, unser Leben, unser Vermögen und unsere heilige Ehre, um diese Erklärung zu unterstützen. Diese Unabhängigkeitserklärung und die Maßnahmen des Kontinentalkongresses gewannen die Bewunderung der brillantesten Denker Europas, darunter auch einiger Monarchen. Einer von ihnen war Friedrich der Große, dessen Überlegungen zur Regierungsführung in seinen Beobachtungen über den Zustand des europäischen Regierungssystems eng mit den Prinzipien übereinstimmten, die in den amerikanischen Kolonien vertreten wurden. Kapitel 8 – Mehr als eine Weihnachtsnacht. Die Sternenbannerflagge wurde gehisst, mit 13 weißen Sternen auf blauem Grund, die die 13 Staaten repräsentierten. Unter dieser Flagge waren die Patrioten entschlossen, ihre Freiheit zu gewinnen oder ehrenvoll zu fallen. Während bereits viele Herausforderungen gemeistert worden waren, lagen noch größere vor ihnen. England mobilisierte seine gesamte Stärke, um die sogenannten Rebellen zu zerschlagen. Unter den Verstärkungen, die General Howe geschickt wurden, befanden sich auch deutsche Söldner, die von Großbritannien angeheuert wurden, um in Amerika zu kämpfen. Der Verkauf deutscher Untertanen als Söldner war während der Blütezeit der kleinen deutschen Fürstentümer eine gängige Praxis. Fürsten aus Hessen-Bayreuth-Ansbach, Braunschweig und Anhalt-Zerbst beteiligten sich an diesem Handel, wobei Hessen die größte Anzahl an Soldaten stellte. Daher wurden diese deutschen Truppen in Amerika allgemein als Hessen bekannt. In Hessen wurden Deserteure gnadenlos gejagt, gefesselt und geknebelt. Beschwerten sich ihre Eltern, wurden die Väter in Ketten gelegt und die Mütter eingesperrt. Englische Agenten zahlten auf dem Marktplatz von Kassel $100 pro Soldat. Friedrich der Große bemerkte sarkastisch: Die Herren des Landes sollten nicht vergessen, auch die Abgabe auf das Vieh zu erhöhen. Der deutsche Dichter Säume stellte fest, dass niemand vor diesen Seelenhändlern sicher war, die Überredung, Täuschung und Gewalt einsetzten, um Soldaten zu fangen und zu verkaufen. Selbst Fremde wurden festgenommen, eingesperrt und exportiert. Alexander von Bayreuth-Ansbach überwachte persönlich das Einschiffen seiner Untertanen und war bereit, jeden zu erschießen, der zu fliehen versuchte. Insgesamt wurden 29.000 Deutsche als Kanonenfutter an die Briten verkauft. Ein englischer Lord bemerkte dazu, dass die prächtigen Gärten von Wilhelmsberg in Kassel mit dem Blutgeld ihrer Bürger gebaut worden seien. Nach seiner Vertreibung aus Boston richtete General Howe seinen Fokus auf ein neues Ziel. Washington vermutete, dass New York als nächstes ins Visier genommen würde und schickte schnell seinen Stellvertreter dorthin, um bald darauf selbst zu folgen. Howe hatte sich mit Verstärkungen vereinigt und verfügte nun über einen deutlichen numerischen Vorteil. Mit einer Landung auf Long Island in der Nähe von New York wollte Howe die Stadt einnehmen und die Kommunikation zwischen den nördlichen und südlichen Kolonien unterbrechen. Die daraus resultierende Schlacht war von bemerkenswerter Wildheit der hessischen Soldaten geprägt. Diese Männer, brutal aus ihren Häusern verschleppt, kämpften, als suchten sie den Tod. Die Amerikaner wurden geschlagen und sahen sich bald der Gefahr ausgesetzt, auf Long Island eingeschlossen zu werden. Washington entschied, seine Armee in der Dunkelheit der Nacht zu evakuieren. Um die Briten zu täuschen, befahl er, die Lagerfeuer weiterhin brennen zu lassen, während die Vorbereitungen getroffen wurden.
Eine englische Sympathisantin versuchte jedoch, Washingtons Plan zu sabotieren. Sie schickte einen Sklaven mit einer Nachricht, um die Briten über den amerikanischen Rückzug zu informieren. Glücklicherweise wurde der Sklave von hessischen Wachen abgefangen, die weder seine Sprache noch seine aufgeregten Gesten verstanden und ihn verdächtigten, ein Spion zu sein. Sie fesselten ihn und verschoben seine Übergabe an das Hauptquartier auf den nächsten Morgen. Zu diesem Zeitpunkt hatten Washingtons Truppen ihren Rückzug erfolgreich abgeschlossen und die Briten fanden ein leeres Lager vor, wo sie die Amerikaner erwartet hatten. Washingtons Rückzug wurde mit außergewöhnlicher Geschicklichkeit durchgeführt. Er blieb 48 Stunden lang zu Pferd, um sicherzustellen, dass jeder Soldat sicher an Bord ging. Durch seine Führung wurde eine beinahe katastrophale Niederlage in einen bemerkenswerten Rückzug verwandelt, der den Kampf um die amerikanische Unabhängigkeit rettete. Der Kern der amerikanischen Streitkräfte konnte bewahrt werden, doch ihre Anzahl war im Vergleich zu den Briten erschreckend gering. Viele Patrioten wurden von Zweifeln erfüllt, und selbst Washington erlebte Momente der Verzweiflung, in denen er befürchtete, die Sache könnte verloren sein. Doch er blieb unbeirrt in seinem Engagement, bereit, sein Leben zu opfern, wenn es nötig wäre, um dem Kampf für die Unabhängigkeit treu zu bleiben. In Krisenzeiten zeigen diejenigen, die ihrem Land ergeben sind, oft ihre größte Treue. Nach der Niederlage auf Long Island begann für die Amerikaner eine Phase schwerster Not, die in Washingtons Briefen lebendig beschrieben wird. An den Präsidenten des Kongresses schrieb er, um seine tiefen Sorgen mitzuteilen: Unsere Lage ist wahrhaft beklagenswert. Der Rückschlag auf Long Island hat zu viele unserer Truppen entmutigt, sie mit Angst und Verzweiflung erfüllt. Anstatt mit Mut und Entschlossenheit zusammenzustehen, um uns von unseren Verlusten zu erholen, ist die Miliz entmutigt, aufmüpfig und ungeduldig nach Hause zurückzukehren. Viele haben uns verlassen, manchmal ganze Regimenter, Halbregimenter oder Kompanien auf einmal. Angesichts eines gut ausgerüsteten Feindes, der uns zahlenmäßig weit überlegen ist, wäre dies allein schon beunruhigend genug. Doch die Desertionen haben sich auf andere Teile der Armee ausgebreitet, die Disziplin gebrochen und uns in eine noch prekärere Lage gebracht. Diese Ereignisse bestätigen, was ich schon lange geglaubt habe. Wir können uns nicht auf die Miliz zu unserer Verteidigung verlassen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Freiheit schwer gefährdet, wenn nicht sogar völlig verloren sein wird, wenn wir uns auf niemanden außer einer permanenten stehenden Armee verlassen, eine Streitmacht, die für die Dauer des Krieges aufgestellt wird. Nur mit einer solchen Armee können wir den Gehorsam, die Ordnung und die Disziplin aufrechterhalten, die für den Erfolg notwendig sind. 2 Tage später schrieb Washington: Unsere Lage hat sich nicht verbessert. Die Miliz verlässt uns täglich mit verschiedenen Ausreden wie Krankheit. Und ich bin überzeugt, dass ihre Anzahl bald vernachlässigbar sein wird. Trotz dieser Schwierigkeiten behielt Washington genug Fassung, um diejenigen zu verteidigen, die schwach geworden waren. In einem Brief an einen Freund erklärte er: Diese Männer wurden aus dem Komfort ihres Zuhauses herausgerissen. Sie sind den Lärm der Schlacht nicht gewohnt und völlig unerfahren in militärischen Fähigkeiten. Wenn sie gut ausgebildeten, disziplinierten Soldaten gegenüberstehen, werden sie ängstlich und fluchtbereit. Außerdem führt die plötzliche Veränderung ihrer Lebensweise dazu, dass viele krank werden, und fast alle werden ungeduldig mit einem überwältigenden Wunsch, nach Hause zurückzukehren. Doch nur wenige Tage später brach Washingtons übliche Ruhe, als er mit ansehen musste, wie seine besten Divisionen vor einer kleinen Gruppe von Hessen zurückwichen. Wütend und verzweifelt ritt er in die fliehenden Soldaten hinein, zog seine Pistolen und rief: Sind das die Männer, mit denen ich mein Land verteidigen soll? Diese Soldaten, die beim ersten Anblick des Feindes fliehen, ihre Posten und ihre Pflicht im Stich lassen. Ist das der Weg, wie wir unsere Unabhängigkeit gewinnen sollen, indem wir uns abwenden und vor dem Kampf davonlaufen? Einen Moment lang überkam ihn die Verzweiflung. Es schien, als würde er den Tod selbst suchen. Er hielt sein Pferd an und blieb reglos stehen, während seine Truppen sich zerstreuten und der Feind bis auf 50 Schritte heranrückte.
Nur das Eingreifen seines Adjutanten, der die Zügel seines Pferdes ergriff und ihn wegführte, verhinderte eine Katastrophe. Der Rückzug setzte sich fort. Washington hielt den Kongress über die schwierige Lage auf dem Laufenden, und schließlich beschloss dieser, eine neue Armee aufzustellen. Doch dies benötigte Zeit. Die Rekrutierung von Männern verlief schleppend, und selbst nach ihrer Einberufung brauchten sie grundlegendes militärisches Training, bevor sie kampfbereit waren. Der Weg zur Erholung war steinig, doch Washington blieb entschlossen durchzuhalten. Die Briten, gestärkt durch ihre jüngsten Erfolge, waren entschlossen, die amerikanischen Streitkräfte schnell zu zerschlagen. Währenddessen wurden Washingtons Herausforderungen immer komplexer. Geheime Unterstützer der Briten innerhalb der Vereinigten Staaten traten wieder in Erscheinung und leisteten dem Feind so oft wie möglich Hilfe. Schockierenderweise schickten einige Bundesstaaten sogar Rekruten zu General Howe. In dieser schwierigen Situation blieb Washington kaum eine andere Wahl, als eine Strategie des Verzögerns zu verfolgen, Konfrontationen zu vermeiden und auf eine günstigere Gelegenheit zu warten. Doch viele Unterstützer des Kongresses, die die harten Realitäten der Armee nicht kannten, wurden ungeduldig mit seinem vorsichtigen Vorgehen. Eine öffentliche Erklärung über die Schwierigkeiten der Armee hätte das Risiko einer weiteren Demoralisierung der Patrioten und einer Stärkung der Briten mit sich gebracht, weshalb Washington schwieg. Hinter seinem Rücken schmiedeten ehrgeizige Kritiker, die mit den militärischen Bedingungen nicht vertraut waren, Pläne, ihn zu entmachten und sein Kommando jemand anderem zu übertragen. Um der Sache willen ertrug Washington diese Demütigung ohne Widerspruch. Er ließ sich nicht in persönliche Konflikte hineinziehen und konzentrierte sich stattdessen unermüdlich darauf, den Kampf für die Freiheit voranzutreiben. Washington übernahm persönlich den Großteil der Arbeit im Hauptquartier, einschließlich des umfangreichen Schriftwechsels mit dem Kongress. Gesetze, die vom Kongress verabschiedet wurden, mussten oft von den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten ratifiziert werden, was weitere Verhandlungen mit allen 13 Staaten erforderte. Diese ständige Koordination erhöhte Washingtons ohnehin schon enorme Verantwortung. Seine Fähigkeit, sich auf das letztendliche Ziel zu konzentrieren, sowohl überstürzte Entscheidungen als auch Untätigkeit zu vermeiden, zeugte von außergewöhnlicher Energie, Selbstbeherrschung und Geduld. Der Umfang von Washingtons Korrespondenz während des Krieges und seines gesamten öffentlichen Lebens war enorm. Die Briefe, die er schrieb, und die Antworten, die er erhielt, wurden später sorgfältig bewahrt und füllen 200 Foliobände. Diese Schriften sind ein unschätzbares Vermächtnis für das amerikanische Volk. Ein Beobachter bemerkte dazu: Wer die ganze Größe des Vaters unseres Landes verstehen will, die Erhabenheit seines Charakters, seine ruhige Stärke und seine unerschütterliche Hingabe, muss die Quelle seiner Briefe und Berichte studieren. Neben der umfangreichen Korrespondenz, die Washington persönlich verwaltete, trug er auch die Last zahlloser weiterer Verantwortungen. Er hielt häufig Konferenzen mit Experten aus verschiedenen Bereichen ab, wobei seine Zeit und Energie ständig gefordert waren. Es war erstaunlich, wie ein einzelner Mann so viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen konnte, ohne verbittert über Missverständnisse zu werden oder die Hoffnung in einer Situation zu verlieren, die viele als aussichtslos betrachteten. Trotz seiner besten Bemühungen verschlechterte sich die Lage. New York fiel in britische Hände, gefolgt von Fort Washington, was Washington zwang, mit seinen Truppen weiter zurückzuweichen. Zu allem Überfluss wurde General Lee, der versuchte, sich ihm anzuschließen, vom Feind gefangen genommen. Jede Nation erlebt Momente, in denen ihr wahrer Geist sichtbar wird. Für die junge amerikanische Nation war dies ein solcher Augenblick. Thomas Paine, dessen Schriften die Revolution inspirierten, schrieb dazu berühmt: Das sind die Zeiten, die die Seele eines Menschen prüfen. Der Sommersoldat und der Schönwetterpatriot werden in dieser Krise vom Dienst an ihrem Land zurückweichen. Aber jene, die jetzt standhaft bleiben, verdienen die Liebe und den Dank aller.
Panik verbreitet sich schnell, doch oft ist sie nur von kurzer Dauer und hinterlässt ein Herz, das stärker und entschlossener ist. Solche Momente testen die Aufrichtigkeit und entlarven die Heuchelei. Tatsächlich brachte diese Zeit der Not der amerikanischen Sache Vorteile. Sie offenbarte unzuverlässige Elemente und hob wahre Patrioten hervor. Der Kongress, der sein Vertrauen in Washington erneuerte, gewährte ihm für 6 Monate nahezu diktatorische militärische Befugnisse. Bevor diese Nachricht ihn erreichte, hatte Washington bereits einen kühnen Plan entwickelt, um die Moral zu stärken und das Vertrauen zurückzugewinnen. Bis Dezember entmutigte das strenge Winterwetter die Briten, weitere Siege zu verfolgen. General Howe zog seine Truppen in Winterquartiere zurück, überzeugt, dass der Aufstand nahezu niedergeschlagen sei. Die Briten stationierten hessische Söldner an den Frontlinien, darunter in und um Trenton, etwa 20 Kilometer über den Delaware River. Washington, der eine Armee von 7.000 Mann befehligte, teilte seine Truppen in 3 Kolonnen auf, die jeweils den Delaware an verschiedenen Stellen überqueren und einen Überraschungsangriff starten sollten. Die Nacht zu Weihnachten wurde für den Angriff gewählt. An der Spitze der ersten Kolonne von 2.400 Mann führte Washington persönlich den Übergang an. Als die Nacht hereinbrach, erreichten sie den Fluss. Ein heftiger Nordwind trieb Schnee und Hagel in die Gesichter der Truppen, und der Fluss war von Eisblöcken verstopft, was die Überquerung gefährlich und langsam machte. Washington hatte gehofft, die Überquerung bis Mitternacht abzuschließen, doch erst am frühen Morgen, gegen 3 Uhr, erreichte der letzte Soldat das gegenüberliegende Ufer. Trotz der Verzögerung transportierten sie 20 Feldgeschütze und setzten ihren Marsch fort. Gegen 4 Uhr morgens, im dichten Schneesturm, formierten sich die Truppen und begannen den Marsch Richtung Trenton. Ihre Lage war prekär. Sie standen einem zahlenmäßig weit überlegenen Feind gegenüber, der sie leicht hätte überfallen können, falls der Plan entdeckt worden wäre. Zudem war unklar, ob die beiden anderen Kolonnen es geschafft hatten, den Fluss zu überqueren. In den frühen Morgenstunden gegen 8 Uhr stieß die Vorhut von Washingtons Truppen auf Gewehrfeuer von den hessischen Außenposten, die Alarm schlugen. Die Hessen hasteten, um Trenton zu verteidigen, waren jedoch auf Washingtons schnellen Angriff nicht vorbereitet. Nach kurzem, aber entschlossenem Widerstand wurde ihr Kommandant getötet und die Hessen kapitulierten. Die Amerikaner nahmen etwa 1.000 Soldaten, darunter 24 Offiziere, gefangen, während mehrere hundert fliehen konnten. Die Flüchtigen hätten aufgehalten werden können, wenn die beiden anderen Kolonnen den Fluss rechtzeitig überquert und wie geplant die Brücken gesichert hätten. Nach dem Sieg in Trenton entschied sich Washington weise dafür, innezuhalten und seinen Erfolg zu konsolidieren, anstatt das Risiko einzugehen, seine Kräfte zu überdehnen. Der Feind, der sich mit dem Großteil seiner Truppen noch in der Nähe befand, wurde erwartet, bald Vergeltung zu üben, um seine Ehre wiederherzustellen. Washington zog seine Armee zurück über den Delaware River. Die gewagte nächtliche Flussüberquerung und der Sieg in Trenton hatten eine elektrisierende Wirkung auf die amerikanische Bevölkerung. Bürger strömten herbei, um die gefangenen hessischen Soldaten zu sehen, die als brutale und gefährliche Gegner bekannt waren. Viele Zivilisten, die stark unter den Aktionen der Hessen gelitten hatten, hegten Rachegefühle. Vorausschauend gab Washington eine Proklamation heraus, in der er die Öffentlichkeit daran erinnerte, dass diese Soldaten von ihrem Fürsten gegen ihren Willen in den Dienst verkauft worden waren und selbst Opfer von Tyrannei waren. Er appellierte an Mitgefühl statt Vergeltung, und sein Aufruf beruhigte den Zorn des Volkes. Während die Briten darauf verzichteten, Washington zu verfolgen, nutzte dieser die Gelegenheit für einen erneuten Schlag. 4 Tage später überquerte er den Delaware erneut, um einen weiteren Angriff zu starten. General Howe reagierte, indem er Lord Cornwallis mit 8.000 Mann entsandte, um Washington zu stellen.
Dieser nahm eine starke Verteidigungsstellung ein und wehrte mehrere britische Angriffe ab. Cornwallis, überzeugt von seiner zahlenmäßigen Überlegenheit und auf Verstärkung wartend, glaubte, Washington in der Falle zu haben. »Wir haben den Fuchs in seinem Bau gefangen«, soll er gesagt haben. Doch Washington hatte nicht vor, auf den Angriff einer verstärkten Armee zu warten. Er ließ die Lagerfeuer weiter brennen, um den Eindruck zu erwecken, seine Truppen seien noch vor Ort, und führte seine Männer heimlich auf einem Nachtmarsch um die Truppen von Cornwallis herum. Bei Tagesanbruch fand Cornwallis ein leeres Lager vor, während Washington bereits Princeton, einige Meilen entfernt, erreicht hatte. Dort traf er auf 3 britische Regimenter, die unterwegs waren, um Cornwallis zu verstärken. In Princeton entbrannte eine erbitterte Schlacht. Die Briten leisteten verzweifelten Widerstand und zeitweise war der Ausgang ungewiss. Die Truppen Washingtons, beflügelt durch ihren jüngsten Sieg in Trenton, kämpften mit bemerkenswerter Entschlossenheit. Washington selbst befand sich mitten im Kampfgeschehen. Seine große, eindrucksvolle Gestalt war überall dort sichtbar, wo der Kampf am heftigsten tobte. Seine Tapferkeit und Anwesenheit inspirierten seine Soldaten, auch wenn sie um seine Sicherheit bangten, da sie wussten, wie sehr die Sache von ihm abhing. Die Entschlossenheit der Amerikaner erwies sich als entscheidend. Die britischen Truppen brachen auseinander und flohen, wobei sie 500 Tote und Verwundete zu beklagen hatten, während weitere 300 in Gefangenschaft gerieten. Washingtons Soldaten waren begeistert. Einer von ihnen schrieb: Wir fühlten uns, als wären wir von den Toten auferstanden. Rekruten strömten in unsere Reihen und erfahrene Soldaten verpflichteten sich erneut. Ein anderer bemerkte: Die Armee liebt den General innig, doch sie kritisiert ihn in einer Sache. Er ist zu unvorsichtig mit seiner Sicherheit im Kampf. Sein Mut und sein Wunsch, uns zu inspirieren, lassen ihn jede Gefahr vergessen. Nach dem Sieg führte Washington seine Armee in die Winterquartiere in den Bergen rund um Morristown, wo sie eine starke Verteidigungsposition einnahm. Von dort aus organisierte er Überfälle und Gefechte, die die britischen Truppen so sehr bedrängten, dass diese gezwungen waren, sich aus der Region zurückzuziehen. Vor Washingtons gewagter Überquerung des Delaware schien die amerikanische Sache selbst in den Augen Europas verloren. Doch der Sieg in Trenton und die darauffolgenden Erfolge entfachten die Hoffnung sowohl in Amerika als auch im Ausland neu. Das Vertrauen in die Fähigkeit der Kolonien, ihre Unabhängigkeit zu erreichen, wurde wiederhergestellt. In Frankreich stieg die Unterstützung für den amerikanischen Freiheitskampf sprunghaft an und die Bewunderung für Washington und seine Führung wuchs. Selbst in England, wo die Opposition gegen die Revolution stark war, begannen viele seine strategische Brillanz anzuerkennen und ehrten ihn mit dem Titel »Amerikanischer Fabius« für seinen geduldigen und kalkulierten Ansatz in der Kriegsführung. Kapitel 9: Lafayette, Kosciuszko und Steuben. Frankreich war das erste Land, das enthusiastische Unterstützung für Amerikas Kampf um Unabhängigkeit zeigte, und nirgendwo brannte diese Begeisterung heller. Das französische Volk sympathisierte zutiefst mit dem amerikanischen Freiheitskampf, da es selbst lange unter der drückenden Herrschaft der Bourbonen gelitten hatte. Die Unzufriedenheit, die später in der Französischen Revolution explodierte, gärte bereits. Manche vergleichen den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mit der Französischen Revolution, doch die beiden Ereignisse unterscheiden sich grundlegend. Während beide Reaktionen auf Tyrannei waren, wurden ihre Methoden, Ziele und Ergebnisse durch den unterschiedlichen Charakter der angelsächsischen und der lateinischen Völker geprägt. Die Amerikaner hatten jahrelang versucht, ihre Verbindung zu Großbritannien auf einer verfassungsmäßigen Basis wiederherzustellen. Erst nachdem sie alle Möglichkeiten der Versöhnung ausgeschöpft und keine rechtliche Gerechtigkeit erhalten hatten, begannen sie, eine neue Regierung zu schaffen.
Selbst während der Revolution respektierten sie Eigentumsrechte, einschließlich der Kirche, und ihre Handlungen wurden von religiösen Grundsätzen geleitet. Ihr Bemühen, eine neue Verfassung zu schaffen, war geprägt von Ehrfurcht und tiefem moralischem Ernst. Im krassen Gegensatz dazu war die Französische Revolution, obwohl auch sie ein Kampf gegen Unterdrückung war, von Chaos und Zerstörung geprägt. Im Versuch, ihre Fesseln abzuwerfen, zerstörten die Franzosen auch religiöse Institutionen, oft mit gewalttätiger Verachtung. Statt dauerhafter Freiheit brachte die Revolution das Land ins Wanken und schaffte es nicht, den Kreislauf der Tyrannei zu durchbrechen, der unter neuen Formen und pompösen Namen zurückkehrte. Diese Kritik gilt für das französische Volk als Ganzes, doch niemand kann leugnen, dass es bemerkenswerte Persönlichkeiten unter ihnen gab, die von Amerikas Freiheitskampf tief inspiriert waren. Einer der bewundernswertesten war der junge Marquis de Lafayette. Mit gerade einmal 19 Jahren war Lafayette Offizier, reich, gut aussehend und glücklich verheiratet, mit einer vielversprechenden Zukunft vor sich. Seine Familie gehörte zu den einflussreichsten in Frankreich, und er hatte jede Gelegenheit, sich eine prestigeträchtige Position am Hof zu sichern. Doch er empfand das luxuriöse Hofleben als abstoßend. Die Verschwendung und der Missbrauch von Steuergeldern, die dem leidenden Volk abgerungen wurden, ekelten ihn an. Er zog sich von der Dekadenz in Paris zurück auf eines seiner Landgüter, wo er zufrieden mit seiner intelligenten und charmanten Frau lebte. Doch seine Leidenschaft für Freiheit trieb ihn dazu, sich der Sache der Emanzipation zu widmen. Der Historiker Botta berichtet: Bewegt von der Begeisterung, die große Anliegen in edlen Seelen wecken, widmete Lafayette sich voller Inbrunst dem amerikanischen Freiheitskampf. Er hielt ihn für gerecht und heilig. Entschlossen, sich dem Kampf anzuschließen, wandte er sich an die amerikanischen Botschafter in Paris, die seine Entscheidung unterstützten. Doch als die Nachricht von der Niederlage auf Long Island und dem desolaten Zustand der Revolution eintraf, rieten sie ihm davon ab zu gehen. Sie gaben zu, dass sie keine Mittel hätten, ihm ein Schiff bereitzustellen. Der unerschrockene junge Lafayette antwortete, dass gerade weil die Lage so düster sei, seine Hilfe umso dringender gebraucht werde. Er argumentierte, dass seine Abreise in einer Zeit der Verzweiflung Hoffnung wecken würde und versprach, die Reise auf eigene Kosten zu finanzieren, falls nötig. Getreu seinem Wort rüstete Lafayette ein Schiff auf eigene Kosten aus. Diese mutige Entscheidung schockierte die Welt. Gerüchte kursierten und der französische Hof, vielleicht besorgt, England zu verärgern, verbot Lafayette, in See zu stechen. Sogar Schiffe wurden ausgesandt, um ihn abzufangen. Dennoch nahm Lafayette schweren Herzens Abschied von seiner jungen Frau und segelte nach Amerika. Nachdem er sicher in der neuen Welt gelandet war, wandte sich Lafayette direkt an den Kongress. Sein Eintreffen folgte kurz nach enttäuschenden Begegnungen mit anderen französischen Offizieren, die hohe Ränge und Entlohnungen gefordert hatten. Lafayette hingegen bot an, als einfacher Soldat zu dienen und seine Kosten selbst zu tragen. Seine Aufrichtigkeit und sein Auftreten gewannen rasch das Vertrauen des Kongresses, der ihm den Rang eines Generalmajors verlieh. Als Lafayette Washington traf, entwickelte sich sofort eine tiefe und dauerhafte Freundschaft, die bis zu Washingtons Tod bestehen blieb. Auf dem Schlachtfeld bewies Lafayette wiederholt seine Fähigkeiten und sein Engagement, wodurch er sich seinen Platz als einer der großen Verteidiger der amerikanischen Sache sicherte. Auch Tadeusz Kosciuszko, ein polnischer Adliger, widmete sich dem Kampf um Amerikas Unabhängigkeit. Bekannt für seinen edlen und großzügigen Geist, zeichnete sich Kosciuszko am Institut für Kadetten in Warschau durch seinen unermüdlichen Einsatz für das Studium aus und übertraf seine Mitstudenten. Als junger Offizier verliebte er sich tief in die Tochter von Józef Sosnowski, einem wohlhabenden und einflussreichen Marschall von Litauen. Die beiden schienen füreinander bestimmt. Jung, intelligent und von Idealen von Güte und Schönheit beseelt.
Doch ihr Vater lehnte Kosciuszko wegen dessen fehlenden Reichtums und niedrigen Status ab. Kosciuszko flehte den Marschall auf Knien um seine Zustimmung an, doch seine Bitten wurden mit Beleidigungen und Drohungen beantwortet. Selbst die Bitten der Frau und Tochter des Marschalls konnten ihn nicht umstimmen, und er drohte, seine Tochter in ein Kloster zu schicken. Die Liebenden beschlossen, gemeinsam zu fliehen. In einer dunklen Nacht versuchten sie zu entkommen, doch ihr Plan wurde verraten. Bewaffnete Reiter verfolgten sie, und in der folgenden Auseinandersetzung wurde Kosciuszko schwer verwundet und brach zusammen. Stunden später kam er zu sich und fand sich blutend am Boden liegend. In seiner Nähe lag ein weißer Schleier, den seine Geliebte während des Chaos verloren hatte. Er bewahrte ihn als kostbares Symbol ihrer Liebe und trug ihn in jede Schlacht mit sich. Entschlossen für die Freiheit zu kämpfen, kam Kosciuszko ohne Geld oder Empfehlungsschreiben nach Amerika. Er stellte sich direkt General Washington vor. Washington fragte: Was führt Sie zu unserer Sache und wie wollen Sie zu unserem Kampf um die Unabhängigkeit beitragen? Kosciuszko antwortete: Der amerikanische Unabhängigkeitskampf ist der Kampf für die Befreiung der gesamten Menschheit. Die Freiheit auf diesen Ländern wird Freiheit für die ganze Welt bringen. Die Menschen Europas, die seit Jahrhunderten von Tyrannen beherrscht werden, werden Inspiration aus ihrem Kampf ziehen und die Unwissenheit überwinden, wodurch sich die Tür zu einer helleren Zukunft öffnet. Alles wird hier und heute beginnen, und ich möchte an diesem Ausgangspunkt dabei sein. Washington erkannte schnell Kosciuszkos außergewöhnliche Fähigkeiten. Er wurde zum Oberst ernannt und diente im Stab mehrerer Generäle. Während der Verfolgung der sich aus Philadelphia zurückziehenden britischen Truppen führte Kosciuszko eine Gruppe von Freiwilligen mit außerordentlichem Mut an. Seine Heldentaten stachen hervor, und Lafayette, der diesen Teil der Armee kommandierte, erkundigte sich nach ihm. Ein Offizier antwortete: Er ist ein junger Pole von edler Abstammung, aber wenig Vermögen. Sein Name, wenn ich mich nicht irre, ist Kosciuszko. Neugierig, ihn kennenzulernen, ritt Lafayette zu Kosciuszkos Lager, wo er den Helden fand, der, noch staubig und blutüberströmt von der Schlacht, über eine Karte an seinem Tisch gebeugt war, den Kopf auf seinen Arm gestützt. Von diesem Moment an entwickelte sich eine tiefe und dauerhafte Freundschaft zwischen den beiden Männern, vereint durch ihr gemeinsames Engagement für Freiheit und Gerechtigkeit. Eine weitere bedeutende Persönlichkeit im amerikanischen Unabhängigkeitskampf war der deutsche Baron Friedrich von Steuben. Als Absolvent der angesehenen preußischen Militärakademie, die von Washington als die beste Europas angesehen wurde, brachte Steuben unvergleichliche Expertise in militärischer Disziplin in die amerikanische Sache ein. Obwohl er kein Wort Englisch sprach, nahm er die Rolle des Generalinspekteurs an und erwies sich als außergewöhnlicher Ausbilder der Truppen. Er verwandelte die Kontinentalarmee in eine disziplinierte Streitmacht, indem er den Soldaten beibrachte, auf Befehle mit Präzision zu reagieren, sei es durch einfache Worte oder Gesten. Seine Bemühungen brachten ein Maß an Organisation und Effizienz, das entscheidend für den Erfolg der Armee war. In Anerkennung seiner unschätzbaren Beiträge schenkte ihm die US-Regierung 26.000 Morgen Land, auf dem er sich später niederließ. Er war nur einer von vielen Deutschen, die nach Amerika kamen, um den Freiheitskampf zu unterstützen. Ganze Regimenter von deutschen Einwanderern und Nachkommen deutsch-amerikanischer Familien wurden aufgestellt, und Washington betrachtete diese Truppen als einige seiner mutigsten und verlässlichsten Soldaten. Ihre Beiträge spielten eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der Unabhängigkeit der Nation. Kapitel 10 – Die Schlacht von Yorktown. Die amerikanische Revolution war ein zermürbender Kampf, der 7 Jahre dauerte und selbst den treuesten Patrioten oft den Glauben und die Ausdauer abverlangte. Es gab Zeiten, in denen selbst die besten Führer der Nation an einem erfolgreichen Ausgang zweifelten.
Trotz der Bemühungen von Baron Steuben, Disziplin einzuführen, war die Organisation des Militärs weit von Vollständigkeit entfernt. Die Soldaten ertrugen extreme Entbehrungen, darunter Mangel an Waffen, Kleidung und sogar grundlegenden Lebensmitteln. Der Kongress hatte begonnen, Papiergeld auszugeben, doch die Briten untergruben diesen Versuch, indem sie die Kolonien mit gefälschten Scheinen überschwemmten, was die Währung entwertete. Da die Briten die Meere kontrollierten und verschiedene Teile des Landes besetzten, kamen Handel und Wirtschaft fast vollständig zum Erliegen. Viele Amerikaner verfielen in Armut und Verzweiflung. Inmitten dieses Chaos war General Washington ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Stabilität. Sein Beispiel inspirierte seine Truppen, und seine Worte sprachen sowohl ihre Herzen als auch ihren Verstand an. Während Soldaten in verzweifelten Situationen oft versucht sind, sich mit Gewalt zu nehmen, was sie brauchen, hielt Washington an höheren Prinzipien fest. Er drängte den Kongress, die Versorgung der Armee zu regeln und warnte vor den langfristigen Folgen von Plünderungen. In einem Brief schrieb er: Auch wenn solche Handlungen vorübergehend Erleichterung verschaffen, säen sie Unzufriedenheit, Hass und Angst unter den Menschen. Sie fördern Verderbtheit, Plünderung und Raub. Gewohnheiten, die nicht nur den Zivilisten, sondern auch der Armee selbst schaden. Es wäre das größte Unglück, solche Methoden zu übernehmen. Trotz seiner unerschütterlichen Führung sah sich Washington ständiger Kritik ausgesetzt. Einige verstanden ihn nicht, während andere, getrieben von Ehrgeiz, versuchten, seinen Posten zu übernehmen. General Gates schmiedete, wie zuvor General Lee, Pläne, ihn als Oberbefehlshaber zu ersetzen. Gleichzeitig kam es in Teilen der Armee zu Meutereien, ausgelöst durch unerträgliche Bedingungen. Der Kongress forderte harte Strafen für die Meuterer, doch Washington suchte nach einem Gleichgewicht zwischen Gerechtigkeit und Mitgefühl. Washington erklärte: Wir dürfen nicht vergessen, dass Soldaten nicht aus Stein oder Holz gemacht sind, unempfindlich gegen Hunger, Durst, Frost und Schnee. Er wusste um die Strapazen, die die harten Winter mit sich brachten, da die Soldaten oft barfuß marschierten und blutige Fußspuren im Schnee hinterließen. Washington wandte sich direkt an seine Soldaten und erinnerte sie an ihre Pflicht und die Ehre ihres Berufs. Er sagte ihnen: Unser Beruf ist die edelste und ehrenhafteste Berufung, die ein Mensch verfolgen kann. Denn wir kämpfen nicht für persönlichen Gewinn oder Ruhm, sondern für die heiligen Prinzipien von Freiheit und Gerechtigkeit. Selbst der kleinste Fehler oder Verstoß befleckt die Reinheit und Würde unserer Taten, mindert nicht nur unsere Ehre, sondern auch die große Sache, für die wir stehen. Seine Appelle an das Ehrgefühl und den Patriotismus seiner Soldaten zeigten eine tiefgreifende Wirkung, stellten die Moral wieder her und brachten Disziplin in die Reihen. In extremen Fällen jedoch zögerte Washington nicht, das Militärrecht strikt durchzusetzen. Meuterer wurden manchmal hingerichtet und Spione endeten am Galgen. Im Herbst 1777 errangen die Briten 2 bedeutende Siege in den Schlachten von Brandywine und Germantown. Gleichzeitig marschierte eine 2. britische Armee unter General Burgoyne aus Kanada vor. Washington hatte eine Division unter der Führung der Generäle Gates und Arnold entsandt, um diese Bedrohung abzuwehren. Ein erster Zusammenstoß endete ohne eindeutigen Sieger, doch wenig später wurde Burgoyne bei Saratoga zur Kapitulation gezwungen. Der Kongress wurde über den monumentalen Sieg informiert. Dieser glückliche Tag hat uns 6 Generäle, 5000 Soldaten, 5000 Gewehre, 27 Kanonen und deren Munition eingebracht. Während der Kampagne nahmen wir außerdem 2000 weitere Gefangene, darunter mehrere hochrangige Offiziere. Dieser Erfolg beschleunigte die Diskussion über ein mögliches Bündnis mit Frankreich. Die französische Regierung, angetrieben nicht von Zuneigung zur jungen amerikanischen Nation, sondern von dem Wunsch, England zu schwächen, schloss sich offiziell den Kolonien an. Obwohl das Bündnis den Amerikanern Freude brachte, war die französische Unterstützung begrenzt und mit Erwartungen auf territoriale Gegenleistungen verbunden.
Schließlich wurde den Amerikanern klar, dass sie sich auf ihre eigene Stärke und ihre Ressourcen verlassen mussten, um den Krieg zu gewinnen. Mit Frankreich als zusätzlichem Feind verstärkte England seine Bemühungen. General Howe, der oft prahlte, er würde die Rebellion bald niederschlagen, aber dies nie erreichte, wurde durch General Clinton ersetzt. Britische Agenten intensivierten auch ihre Bemühungen, indigene Stämme wie die Irokesen und die Creek zu Angriffen auf amerikanische Siedlungen zu bewegen. Einige dieser Agenten führten diese zerstörerischen Überfälle sogar persönlich an und richteten weitreichende Verwüstungen an. Als Reaktion darauf starteten die Kolonisten Vergeltungskampagnen, doch der Einsatz indigener Krieger durch die Briten hatte unbeabsichtigte Folgen. Die brutalen Taktiken stärkten nur den amerikanischen Widerstandswillen und entfachten Empörung. Der Patriotismus wuchs, besonders unter den Frauen, die zu lautstarken Unterstützerinnen der Sache wurden. Ein Mann oder ein Jugendlicher, der es versäumte, seinem Land zu dienen, wurde nun mit Verachtung und Spott bedacht, da der Kampf um die Unabhängigkeit zu einer gemeinsamen Mission wurde, die jede Familie betraf. Der Krieg sah viele Schlachten, wobei die Siege zwischen den beiden Seiten wechselten. Schließlich gelang es Washington durch strategisches Geschick, sowohl amerikanische als auch französische Truppen zu führen und General Cornwallis in Yorktown einzukesseln. Gestärkt durch frühere Erfolge war Cornwallis zu weit vorgerückt und hatte sich dadurch verwundbar gemacht. Washington nutzte geschickt täuschende Märsche, um seine Pläne vor General Clinton zu verbergen. Cornwallis' verzweifelte Bitte um Hilfe erreichte Clinton zu spät. Ich befinde mich in einer äußerst schwierigen Lage in Yorktown und kann unsere Position nicht viel länger halten. Unsere Verteidigung schwächt sich von Tag zu Tag und unsere Vorräte sind kritisch knapp. Wenn Sie nicht sofort Verstärkungen senden können, um die feindlichen Linien zu durchbrechen, befürchte ich, dass wir zur Kapitulation gezwungen sein werden. Die Lage wird mit jeder Stunde verzweifelter. Bitte beeilen Sie sich, oder wir werden die schwerwiegendsten Konsequenzen tragen müssen. Mit den vereinten Kräften der amerikanischen und französischen Armeen begann der Angriff. Am 19. Oktober 1781 kapitulierte Cornwallis. Fast 8000 britische Soldaten wurden gefangen genommen, zusammen mit 200 Kanonen. Die Nachricht von Cornwallis' Niederlage verbreitete sich schnell und das Vertrauen wuchs, dass die amerikanische Unabhängigkeit nun unvermeidlich war. Lafayette, der heldenhaft eine Sturmkolonne angeführt hatte, schrieb an Graf Maurepas: Das Schauspiel ist vorbei, der letzte Akt ist beendet. Franklin reagierte mit Begeisterung auf die Nachricht. Herzlichen Dank für diese glorreiche Nachricht. Der junge Herkules hat in der Wiege seine zweite Schlange erdrosselt. Sogar in England dämmerte die Erkenntnis, die Kolonien können nicht mehr unter unsere Kontrolle gebracht werden. Eine neue britische Regierung trat ihr Amt an, Friedensverhandlungen begannen und am 3. September 1783 wurde der Vertrag von Paris unterzeichnet, der die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten offiziell anerkannte. Kapitel 11 Ich möchte das Symbol eurer Demokratie sein, nicht euer König. Amerika hatte seine Unabhängigkeit durch einen heroischen Kampf errungen, doch die wahre Herausforderung lag nun darin, diese Freiheit klug zu nutzen. Betrachtete man den Charakter des amerikanischen Volkes während des Krieges, hätte man eine vorsichtige und stabile Herangehensweise an den Aufbau der neuen Regierung erwarten können. Doch unmittelbar nach dem Friedensvertrag geriet die junge Republik in erhebliche Gefahr. Der Kern der Armee bestand aus Soldaten, die jahrelang vom zivilen Leben getrennt gewesen waren. Obwohl der Kongress ihnen eine Prämie in Höhe mehrerer Jahre Sold versprach, war ihre Zukunft darüber hinaus ungewiss und viele zögerten, in ihre früheren Berufe zurückzukehren. Im Kampf an der Seite der französischen Truppen hatten sie deutliche Unterschiede im Status bemerkt.
Französische Offiziere, oft junge Adlige, genossen den Beruf des Soldaten als ein privilegiertes Refugium, gekleidet in elegante Uniformen und umgeben von Rang und Pomp. Im Gegensatz dazu wirkten amerikanische Offiziere in schlichter Kleidung oft weniger eindrucksvoll als selbst der durchschnittliche französische Musketier oder Grenadier. Diese Diskrepanz führte dazu, dass einige in der amerikanischen Armee ihren Status über das allgemeine Wohl stellten. Sie begannen die Idee zu hegen, dass eine Monarchie ihren Interessen besser dienen könnte als die republikanische Regierung, die während des Krieges etabliert worden war. Dieser Wunsch spiegelte nicht den Willen des Volkes wider, sondern vielmehr die eigennützigen Ambitionen einer bestimmten Klasse. Sie stellten sich vor, die junge Republik durch eine Monarchie zu ersetzen und Washington an deren Spitze zu setzen. Oberst Louis Nicola, ein angesehener Offizier, wurde ausgewählt, um diesen Vorschlag Washington zu unterbreiten. In einem sorgfältig formulierten Schreiben argumentierte er, dass eine konstitutionelle Monarchie die ideale Regierungsform für Amerika sei und schlug vor, dass Washington den Thron übernehmen solle, möglicherweise zunächst mit einem bescheidenen Titel, um später König zu werden. Für viele in Washingtons Position wäre ein solcher Vorschlag eine unwiderstehliche Versuchung gewesen. Mit einem einfachen Nicken hätte die Armee ihn gekrönt. Doch eine Zustimmung zu diesem Plan hätte bedeutet, die Prinzipien zu verraten, für die der Krieg geführt worden war. Es hätte bedeutet, die Mehrheit zu zwingen, den Interessen einer Minderheit zu dienen und die republikanischen Ideale aufzugeben, die in der hart erkämpften Verfassung verankert und mit den Opfern des amerikanischen Volkes besiegelt worden waren. Washingtons Entscheidung in diesem Moment war von entscheidender Bedeutung. Die Annahme des Angebots wäre ein Verrat an der Nation gewesen. Ein Verrat an dem Vertrauen, das ihm als Führer im Kampf für die Freiheit entgegengebracht worden war. Was Washington vorgeschlagen wurde, war nicht nur die Einführung einer Monarchie, sondern die Ablehnung der Werte von Freiheit, Gleichheit und Selbstverwaltung, die die neue Republik definierten. Washington sah sich einer Versuchung gegenüber, die ebenso gefährlich war wie jede Herausforderung auf dem Schlachtfeld. Eine Krone, die ihm von der Ambition angeboten wurde. Doch im Gegensatz zu Macbeth, der Verlockung der Macht erlag, blieb Washingtons edler Charakter standhaft. Die Ambition hatte keinen Einfluss auf seine reine und selbstlose Seele. Das Angebot, in verlockende Worte gehüllt, war im Kern ein Aufruf, die Ideale der Revolution zu verraten. Doch Washington wies es ohne Zögern zurück und erkannte es als die Bedrohung, die es war. In seiner schnellen und entschiedenen Antwort an Oberst Nicola schrieb Washington: Mit einer Mischung aus großer Überraschung und Erstaunen habe ich Ihre Ansichten gelesen. Seien Sie versichert, Sir, kein Ereignis in diesem Krieg hat mir schmerzhaftere Gefühle bereitet, als von solchen Ideen in der Armee zu erfahren. Ideen, die ich mit Abscheu betrachte und streng rügen muss. Vorläufig werde ich diese Mitteilung vertraulich behandeln, es sei denn, eine weitere Erregung der Angelegenheit macht eine Offenlegung notwendig. Ich bin ratlos zu verstehen, welcher Teil meines Verhaltens einen solchen Vorschlag hätte ermutigen können, der mir mit den gravierendsten Gefahren für unser Land behaftet zu sein scheint. Wenn ich mich selbst verstehe, dann könnte es niemanden geben, der ihren Plänen mehr entgegensteht als ich. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass niemand mehr als ich wünscht, der Armee Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Soweit meine verfassungsmäßige Autorität und mein Einfluss reichen, werde ich diese voll ausschöpfen, um dies zu erreichen, falls die Notwendigkeit entsteht. Ich bitte Sie inständig, im Interesse unseres Landes, Ihrer Zukunft und der Nachwelt sowie aus Respekt vor mir, diese Gedanken gänzlich zu verbannen und solche Ansichten niemals wieder zu äußern, weder von Ihrer Seite noch von anderer. Washingtons Ablehnung der Krone unterstrich seine Verpflichtung gegenüber den Prinzipien der Republik. Später, als er den Frieden verkündete und sich von der Armee verabschiedete, zeigte er denselben Geist von Hingabe und Einheit.
Er erinnerte seine Soldaten an ihre heldenhaften Taten und lobte sie dafür, dass sie enge provinziellen Unterschiede überwunden hatten, um eine geeinte, patriotische Bruderschaft zu werden. Er ermahnte sie, ihren hart erarbeiteten Ruf auch in Friedenszeiten zu bewahren und betonte, dass die Tugenden eines Bürgers, Sparsamkeit, Weisheit und Fleiß, ebenso wichtig seien wie Mut und Ausdauer im Krieg. Er ermutigte Offiziere und Soldaten in Harmonie mit ihren Mitbürgern zu leben und sich der Bewahrung und Stärkung der Regierung der Vereinigten Staaten zu widmen. Washington warnte, dass das Versäumnis, diese Prinzipien aufrechtzuerhalten, den Verlust der Ehre und Würde der Nation bedeuten würde, ein Schicksal schlimmer als jede Niederlage auf dem Schlachtfeld. Durch seine Worte und Taten setzte er ein bleibendes Beispiel für Demut, Selbstlosigkeit und Hingabe an die Ideale von Freiheit und Demokratie. Bei einem herzlichen Abschiedsbankett verabschiedete sich Washington von seinen Offizieren. Mit einem Glas Wein in der Hand sprach er voller Emotionen: Mit einem Herzen voller Liebe und Dankbarkeit nehme ich nun Abschied von Ihnen und wünsche innig, dass Ihre kommenden Tage ebenso erfolgreich und glücklich sein mögen, wie Ihre vergangenen ehrenvoll und ruhmreich waren. Nachdem er getrunken hatte, fügte er mit bebender Stimme hinzu: Ich kann nicht zu jedem von Ihnen gehen, um mich zu verabschieden, aber ich wäre dankbar, wenn jeder von Ihnen zu mir kommen und mir die Hand geben würde. General Knox, der Washington am nächsten stand, trat als erster vor. Überwältigt von Emotionen konnte Washington nicht sprechen und umarmte Knox herzlich. Einer nach dem anderen folgten die anderen Offiziere und kein Auge blieb trocken. Während einige Mitglieder des Kongresses einst befürchtet hatten, Washington könnte an der Macht festhalten, zerstreuten sich diese Zweifel, als er freiwillig auf seine Autorität verzichtete. In einer feierlichen Sitzung des Kongresses trat Washington offiziell von seinem Amt zurück. In seiner Ansprache reflektierte er über den zurückgelegten Weg und drückte seine Dankbarkeit aus. Glücklich über die Bestätigung unserer Unabhängigkeit und Souveränität und erfreut über die Möglichkeit, die den Vereinigten Staaten jetzt geboten wird, eine respektable Nation zu werden, lege ich mit Zufriedenheit das Amt nieder, das ich mit einigen Bedenken angenommen habe. Diese Bedenken rührten von Zweifeln an meiner Fähigkeit her, eine so gewaltige Aufgabe zu vollenden. Zweifel, die jedoch durch das Vertrauen in die Gerechtigkeit unserer Sache, die Unterstützung der Union und die Führung der Vorsehung überwunden wurden. Der erfolgreiche Abschluss des Krieges hat unsere größten Hoffnungen erfüllt, und meine Dankbarkeit für das Eingreifen der Vorsehung und die Unterstützung meiner Mitbürger wächst mit jeder Reflexion über diesen monumentalen Kampf. Er schloss mit herzlichen Abschiedsworten: Ich betrachte es als meine Pflicht, diesen letzten Akt meines öffentlichen Dienstes zu beenden, indem ich die Interessen unseres geliebten Landes dem Schutz des allmächtigen Gottes und jenen anvertraue, die seine Zukunft leiten werden. Nachdem ich die mir zugewiesene Arbeit abgeschlossen habe, ziehe ich mich nun von der Bühne des öffentlichen Handelns zurück. Mit einem liebevollen Abschied von diesem ehrwürdigen Gremium, unter dessen Befehlen ich lange gedient habe, übergebe ich mein Kommando und nehme Abschied von allen Verantwortlichkeiten des öffentlichen Lebens. Washington übergab feierlich seinen Marschallstab an den Präsidenten, womit er sein öffentliches Amt offiziell beendete. Der Präsident hielt daraufhin eine Ansprache voller Bewunderung und Dankbarkeit. Nachdem sie die Fahne der Freiheit in dieser neuen Welt verteidigt und wertvolle Lektionen sowohl den Unterdrückern als auch den Unterdrückten erteilt haben, verlassen sie nun die Bühne des Handelns mit den Segnungen ihrer Mitbürger. Doch der Ruhm ihrer Tugenden endet nicht mit ihrem militärischen Kommando. Er wird zukünftige Generationen weiterhin inspirieren. Wir schließen uns ihnen an, das Schicksal unseres geliebten Landes dem Schutz des allmächtigen Gottes anzuvertrauen und beten, dass er seine Bürger leiten möge, diese Gelegenheit zu nutzen, um eine glückliche und respektierte Nation aufzubauen. Vor seinem Abschied schrieb Washington an General Steuben
und drückte ihm und seinen deutschen Mitstreitern aufrichtige Wertschätzung für ihren Beitrag zur Unabhängigkeit Amerikas aus. Er versicherte Steuben seine bleibende Freundschaft und versprach, jede Gelegenheit zu ergreifen, um diese zu zeigen. Getreu seinem Charakter lehnte Washington jegliche finanzielle Belohnung für seinen Dienst ab. Er reichte lediglich eine Abrechnung über die genauen Ausgaben ein, die er während seines Dienstes hatte, und dokumentierte jedes Detail mit akribischer Sorgfalt. Nach seiner Rückkehr auf sein Anwesen in Mount Vernon plante Washington, seine verbleibenden Jahre in friedlichem Ruhestand zu verbringen. In einem Brief an Lafayette beschrieb er seine Zufriedenheit. Endlich bin ich ein Privatbürger, frei vom Chaos des Schlachtfeldes und den Anforderungen des öffentlichen Lebens. Nun genieße ich die stillen Freuden, die Soldaten stets auf der Jagd nach Ruhm, Staatsmänner unermüdlich darauf bedacht, das Wohl ihres Landes oder vielleicht das Unheil eines anderen zu planen, und Höflinge, die immer um die Gunst ihrer Herrscher buhlen, kaum erahnen können. Ich beneide niemanden und strebe danach, mit allem zufrieden zu sein. So, mein lieber Freund, möchte ich den Rest meines Lebens verbringen, sanft mit dem Strom der Zeit treiben, bis ich bei meinen Ahnen zur Ruhe komme. Gastfreundschaft war ein zentraler Wert in Mount Vernon. Washington schrieb einmal an Lafayette: Ein Glas Wein und ein Stück Hammelbraten stehen immer bereit. Wer sich damit zufrieden gibt, ist jederzeit willkommen. Wer mehr erwartet, wird enttäuscht. Sowohl Privatpersonen als auch die Regierung hatten Washington wiederholt versucht, eine Belohnung für seine Verdienste anzubieten, aber er lehnte stets ab. Eine Gelegenheit ergab sich, als eine Aktiengesellschaft, die unter Washingtons Anleitung gegründet worden war, um 2 Flüsse schiffbar zu machen, die Zustimmung des Kongresses erhielt. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschloss, Washington 150 Aktien im Wert von jeweils 100 Pfund Sterling zu schenken, als Anerkennung für seinen Beitrag zu diesem Projekt. Obwohl Washington zögerte, da er befürchtete, eine Ablehnung könnte als respektlos aufgefasst werden, akzeptierte er das Geschenk schließlich, jedoch mit einer klaren Bestimmung. Er erklärte, dass die Mittel dem Gemeinwohl gewidmet würden. Treu seinem Wort verfügte er in seinem Testament, dass die Anteile zur Gründung einer Universität im zentralen Teil der Vereinigten Staaten verwendet werden sollten. Nach 4 Jahren friedlichen Ruhestands in Mount Vernon wurde Washington erneut in den Dienst seines Landes gerufen. Er wurde einstimmig zum ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Trotz der überwältigenden Unterstützung zögerte Washington, da er an seiner Fähigkeit zweifelte, die Aufgaben des höchsten Amtes der Nation zu erfüllen. Er argumentierte, dass sein Erfolg als Militärführer nicht zwangsläufig bedeute, dass er auch als Staatsmann brillieren würde. Doch das amerikanische Volk war anderer Meinung. Während der langen Kriegsjahre hatte Washingtons Führung nicht nur sein militärisches Genie, sondern auch sein staatsmännisches Geschick offenbart. Als die neu überarbeitete Verfassung erstmals auf die Probe gestellt werden sollte, war die Nation überzeugt, dass Washington der beste Mann war, um das Land durch diese kritische Phase zu führen. Von seinen Freunden ermutigt, seine persönlichen Wünsche zugunsten des Gemeinwohls zurückzustellen, nahm Washington widerwillig an. Am 16. April 1789 schrieb er in sein Tagebuch: Heute nahm ich Abschied von meinem Privatleben und dem häuslichen Glück. Überwältigt von Sorgen und Emotionen finde ich keine Worte, um meine Gefühle auszudrücken. Ich begebe mich auf die Reise nach New York, um dem Ruf meines Landes zu folgen, entschlossen, ihr so gut wie möglich zu dienen, obwohl ich fürchte, ihren Erwartungen nicht gerecht zu werden. Washingtons Reise nach New York glich einem Triumphzug. In Trenton, wo er 12 Jahre zuvor den Delaware überquert hatte, wurde er mit Triumphbögen geehrt, die mit tief empfundenen Botschaften versehen waren. Junge Mädchen in weißen Kleidern streuten Blumen auf seinen Weg, und die Darbietung spiegelte die tiefe Bewunderung des Volkes wider. Ein geschmücktes Schiff, das die 13 Staaten symbolisierte und von 13 Steuermännern gelenkt wurde, brachte ihn über den Hafen von New York.
Obwohl Washington von der Liebe und Unterstützung des Volkes gerührt war, blieb sein Gemüt ernst. Die Schwere der bevorstehenden Herausforderungen spiegelte sich in seinem Auftreten wider. In seiner Antrittsrede teilte er seine Gedanken zu der monumentalen Aufgabe, die vor ihm lag. Es ist nur recht und billig, dass mein erster offizieller Akt ein aufrichtiges Gebet an den Allmächtigen ist, der das Universum lenkt, die Räte der Nationen führt und dessen göttliche Hilfe jeden menschlichen Mangel ausgleichen kann. Mögen seine Segnungen diese Regierung weihen, die vom Volk der Vereinigten Staaten für ihre Freiheit und ihr Glück geschaffen wurde, und diejenigen, die ihr dienen, befähigen, ihre Aufgaben erfolgreich zu erfüllen. Indem ich diesen Tribut an den Urheber allen Guten darbringe, glaube ich nicht nur für mich selbst, sondern auch für Sie und alle unsere Mitbürger zu sprechen. Keine Nation hat größeren Grund, die unsichtbare Hand zu erkennen und zu verehren, die die menschlichen Angelegenheiten lenkt, als das Volk der Vereinigten Staaten. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass Tugend und Glück, Pflicht und Belohnung, ehrliche Politik und öffentlicher Wohlstand untrennbar miteinander verbunden sind. Ebenso müssen wir glauben, dass der Segen des Himmels nicht auf eine Nation scheinen kann, die die ewigen Prinzipien von Ordnung und Gerechtigkeit ignoriert, die vom Himmel selbst aufgestellt wurden. Das heilige Feuer der Freiheit und das Schicksal unserer Republik sind dem amerikanischen Volk anvertraut und machen dies zu einem Experiment von tiefgreifender Bedeutung und Tragweite. Washington schrieb an seinen Freund Lafayette: Harmonie, Ehrlichkeit, Fleiß und Mäßigung sind die Schlüssel, um eine große und glückliche Nation zu werden. Der Weg zum Glück des Volkes ist so klar und direkt wie ein Lichtstrahl. Getreu seinen Prinzipien lehnte Washington es ab, als Präsident ein Gehalt anzunehmen, da er es als Privileg betrachtete, der Nation ohne persönlichen Gewinn zu dienen. Mit tiefem Entschluss nahm er die drängenden Herausforderungen seiner Amtszeit in Angriff. Das Land war mit erheblichen Schulden belastet, der Handel war ins Stocken geraten und die Grenzregionen litten unter häufigen Angriffen durch indigene Stämme. Hinzu kam die Französische Revolution, die neue Komplexitäten mit sich brachte. Washington betrachtete die Ereignisse in Paris als die natürliche Folge einer langen Missregierung. Obwohl er bestimmte französische Führer respektierte, erkannte er schnell, dass den französischen Massen die moralische Disziplin fehlte, die für den wahren Gewinn der Freiheit notwendig war. Seine Intuition sagte ihm das tragische Ende der Revolution voraus. Er beobachtete die unberechenbaren Neigungen des französischen Volkes und deren Akte blutiger Vergeltung und warnte: Es gibt bereits genügend Gefahren, bei denen das Staatsschiff untergehen könnte, und wenn es das tut, wird die daraus resultierende Despotie weitaus schlimmer sein als diejenige, gegen die das Volk ursprünglich rebelliert hat. Washington war überzeugt, dass die positiven Ideale der französischen Revolution von jenen beeinflusst worden waren, die während des amerikanischen Unabhängigkeitskampfes an der Seite der Amerikaner gekämpft hatten. Leider wurden, wie die Geschichte zeigt, diese Prinzipien bald von Chaos und Brutalität überschattet. Die Hinrichtung von König Ludwig XVI. Erschütterte Washington zutiefst. Menschen in seinem Umfeld berichteten, dass er nie so bestürzt gewirkt hatte wie an dem Tag, als er von der Ermordung des Königs erfuhr. Die Unruhen in Frankreich fanden auch in Amerika ihren Widerhall, wo radikale Clubs gegründet wurden, um die Sache der Jakobiner zu unterstützen. Einige gingen so weit, ein provokantes Bild mit dem Titel »Washingtons Begräbnis« zu veröffentlichen, das den Präsidenten unter einer Guillotine zeigte, und erklärten offen ihre Absicht, ihn und die Verfassung zu stürzen. Trotz dieser Herausforderung blieb Washington standhaft, ebenso entschlossen wie auf dem vereisten Delaware während der Revolution. Seine unerschütterliche Haltung und die zunehmende Gewalt in Frankreich führten dazu, dass die radikalen Fraktionen in Amerika zunehmend an Glaubwürdigkeit verloren. Mit der Zeit schwand ihr Einfluss und die extremen Parteien lösten sich auf, während die Nation ihren Weg unter Washingtons beständiger Führung fortsetzte. Seit 393 wurde Washington erneut zum Präsidenten gewählt
Und seine zweite Amtszeit war von einer Fortsetzung des Wohlstands der Nation geprägt. Seine Auslegung und Anwendung der Verfassung wurde zum Maßstab für zukünftige Präsidenten und prägte die Standards der Regierungsführung. Doch als seine zweite Amtszeit zu Ende ging, lehnte Washington entschieden ab, eine dritte Amtszeit zu übernehmen, obwohl es großen öffentlichen Zuspruch für seine weitere Führung gab. Er war der Ansicht, dass es an der Zeit sei, die Zukunft des Landes jüngeren Führern anzuvertrauen. So verkündete er seine Entscheidung und verabschiedete sich mit weiser und zeitloser Beratung von der Nation. Er betonte die entscheidende Bedeutung von Religion und Moral für die politische Stabilität und das gesellschaftliche Wohlbefinden und erklärte: Von allen Eigenschaften und Gewohnheiten, die zu politischem Wohlstand führen, sind Religion und Moral unverzichtbare Stützen. Jeder, der versucht, diese Säulen menschlichen Glücks und bürgerlicher Pflicht zu untergraben, kann nicht ernsthaft behaupten, ein Patriot zu sein. Sowohl der gläubige als auch der rein politische Geist müssen diese Werte respektieren und pflegen. Ein einzelnes Buch könnte nicht ausreichen, um ihre Verbindung zum privaten und öffentlichen Glück umfassend zu erklären. Wo bleibt die Sicherheit für Eigentum, Ruf oder gar das Leben selbst, wenn das Gefühl religiöser Verpflichtung die Eide verlässt, die unsere Gerichte an Wahrheit und Gerechtigkeit binden? Lasst uns nicht dem gefährlichen Glauben nachgeben, dass Moral ohne Religion Bestand haben kann. Vernunft und Erfahrung lehren uns, dass nationale Moral ohne religiöse Prinzipien kaum von Dauer sein wird. Abschließend reflektierte Washington mit seiner charakteristischen Bescheidenheit über seine Jahre im Dienst der Nation. Obwohl ich bei der Rückschau auf die Ereignisse meiner Amtszeit keine vorsätzlichen Verfehlungen erkenne, bin ich mir meiner menschlichen Unvollkommenheiten bewusst und weiß, dass ich viele Fehler gemacht haben könnte. Welche diese Fehler auch sein mögen, ich bete inniglich zum Allmächtigen, ihren möglichen Schaden zu mildern. Ich gehe mit der Hoffnung, dass mein Land sie immer mit Großzügigkeit und Vergebung beurteilen wird. Nach 45 Jahren, die ich mit aufrichtigem Eifer dem Dienst dieser Nation gewidmet habe, vertraue ich darauf, dass die Mängel meiner begrenzten Fähigkeiten in Vergessenheit geraten werden, so wie auch ich bald in die ewige Ruhe eingehen werde, die uns allen bevorsteht. Das letzte 1,5 Jahr seines Lebens verbrachte Washington in friedlicher Zufriedenheit auf seinem Landsitz. Am 12. Dezember 1799 geriet er während eines Ausritts in einen Sturm und zog sich eine schwere Erkältung zu. Trotz aller ärztlichen Bemühungen verschlechterte sich sein Zustand und das Atmen wurde zunehmend schwieriger. Mit klarem Verstand und gefasst sagte er zu seinem Arzt: »Doktor, ich sterbe schwer, aber ich fürchte mich nicht. Von Anfang an wusste ich, dass ich das nicht überleben würde. Mein Atem wird nicht mehr lange halten.« An diesem Abend um 22 Uhr schlief er friedlich ein. Washington starb am 14. Dezember 1799 im Alter von 67 Jahren. In seinem Testament verfügte er die Freilassung seiner Sklaven und sorgte dafür, dass die Alten und Kranken unter ihnen versorgt wurden. Außerdem stellte er beträchtliche Mittel für die Gründung einer Universität und einer kostenlosen Schule für benachteiligte Kinder bereit, was seinen bleibenden Einsatz für Bildung und Menschlichkeit unterstrich. John Marshall verkündete Washingtons Tod mit zitternder Stimme vor dem Repräsentantenhaus. Die Nachricht war so erschütternd, dass die Sitzung unterbrochen werden musste. Auf Wunsch Washingtons fand seine Beisetzung auf seinem Anwesen ohne Pomp oder Trauerreden statt. Mitglieder der Freimaurer, die die edlen Prinzipien verkörperten, für die er sein Leben lang eingetreten war, warfen still weiße Rosen in sein Grab. Zu Ehren Washingtons wurde der Rednerstuhl im Repräsentantenhaus in Schwarz gehüllt, und die Mitglieder trugen für den Rest der Sitzungsperiode Trauerkleidung. John Marshall hielt eine ergreifende Gedenkrede und ehrte Washington als einen Führer, der Erste im Krieg, der Erste im Frieden und der Erste im Herzen seiner Landsleute war.